So, wartet. Wir wechseln hier hin. Spiel auf der... Oh Gott, Panda, was hast du getan? Panda, warum? Okay, wartet. Ich wechsle auf die Kategorie und dann brauche ich kurz und muss erst mal gucken, wo das ist, was ich suche. Ich bin hier riesig. Ich will hier nicht riesig sein. Wo bin ich denn? Hier. Hier so? Und da so? Normalerweise mache ich das nicht. Wundere mich, dass ich das gleich gefunden habe. Und dann hier so? Ist das okay? Passt das so? Bin ich noch zu groß? Frischen Apfelkuchen hinschieb. Oh. Eins nach dem anderen. Nicht stressen lassen, genießen. Ich finde es positiv. Ich finde es auch positiv. Ich mag das System sehr. Bitte was? Oh, Brizza. Ich dachte zumindest irgendjemand hier ist auf meiner Seite. Was passiert hier? Ja, dann, ich kann mich auch über den ganzen Bildschirm strecken. Das geht auch. Mal gucken, ob ihr das dann immer noch sagt. Aber dann seht ihr halt nichts vom Spiel. Kurzes Hallo aus der Pause, kurzes Hallo in die Pause, Lotus. Hoffe, deine Pause ist wunderbar. Hoffe, der Tag ist nicht so anstrengend. Panda loben? Warum? Ich war viel zu groß da oben. Vor allem dadurch, dass ich jetzt meine Kamera wieder geändert habe, ist die wahrscheinlich nachher für irgendwas anderes wieder doof. Wir müssen ganz dringend mal irgendwie was Fixes dafür machen. Ja, eben nicht stressen lassen von Spielen, die man aktuell keine Zeit hat. Ich glaube, mich stresst eher die Tatsache, dass ich alles spielen will. Und immer wenn ich halt denke, boah, Persona 3 Reload ist jetzt draußen, bin ich so, boah, Persona. Und dann denke ich mir halt gleichzeitig, aber Final Fantasy ist ja auch da. Und dann bin ich so, oh, Final Fantasy. Und dann bin ich, ich bin nicht gut darin, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, vielleicht liegt es daran. Ist eine ganz schlechte Eigenschaft übrigens. Ja, muss noch ein paar Sachen besorgen. Kochen gegen 15, 16 Uhr hat die Nachbarin dann frei. Wollen uns noch vor dem Laden treffen und Besorgungen machen, weil wir heute Bastelabend haben. Was genau bastelt? Achso, ihr macht Figuren, oder? Mein eigenes Abenteuer steht schon mal grob und ich bereite da Sachen für vor. Yukina, es ist schön zu hören, dass du gerade eine echt gute Zeit hast. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Wollte gerade sagen, Small ist okay, mach dich ruhig größer. Hallo? Oh, P3 sieht nice aus. Vor allem, ich habe den dritten halt selber noch nie beendet, original. Ma! Ma! So! So, Manchi. Warte, ich starte kurz das Spiel, damit wir Musik haben. Weil wir können gern reden, aber ist ein bisschen seltsam, wenn ihr nur mich hört, glaube ich. Kannst dich noch etwas größer machen? Zumindest wärst du die letzten Male größer. Ist das so? Okay, wartet. Lup. Ich will nur nicht zu viel vom Spiel einnehmen. Ich meine, es geht ja hauptsächlich ums Spiel. Kennt ihr das? Wenn Leute einfach so streamen? Ich sehe da nie was. Weil, wenn sich hier vorne jemand bewegt, sehe ich nie, was im Hintergrund passiert. Ich meine, jedem gehört sein eigener Stream, jeder darf tun, was immer er möchte. Aber ich persönlich, mein Hirn verpackt das nicht. Ich glaube, ich bin da zu unaufmerksam für. Wenn sich irgendwas in meinem Sichtfeld bewegt, bin ich so. Vielleicht liegt es daran. Ist das so besser? Oder bin ich jetzt genau gleich groß wie vorhin? Ich sollte nicht so viel rumspielen. Und hier bist du schon. Ja, GG. Das klingt so, als wäre ich gar nicht so weit entfernt. Was ist eigentlich das hier? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. I guess I could just try and make a run for it. Excuse me, Winfrieda. Excuse you. Okay. Tränke, Gebäude, besondere Schriftstücke etc. Ein paar der Sachen muss ich aber allein machen, weil es zu viel spoilern würde. Ja, das macht durchaus Sinn. Aber so Tavernenhäuser basteln kann ich machen. Das klingt wunderbar. Das klingt ganz, ganz toll. Nach ganz, ganz viel Spaß. Das freut mich so.
Ich freue mich, dass es klingt, als hättest du wirklich eine gute Zeit. Du spielst das Spiel, du nimmst 100% des Spiels ein, also alles top. Ich meine, ja. Es ist auch nicht falsch. Stimmt denn das Spiel jetzt gerade? Warte. Keine Sorge, ich mache das erst seit 3 Jahren. Scheint so. Okay. Heute ein Headhunter-Angebot bekommen. Mal schauen, ob ich mich gegen die 5 anderen durchsetzen kann. Come on, you can do it. Ich drück dir die Daumen, Manchi. Dir sollte viel, viel mehr gutes Zeug passieren, Mensch. Es wird Zeit. Es wird Zeit für eine richtige Manchi-Glückssträhne. Kennt das? Derjenige hat dann kein Interesse an dem Spiel zu zeigen. Die sich selber so groß machen. Naja, ich meine, sie spielen ja trotzdem und manche Leute, ich denke mal, es gibt Leute, die bevorzugen das auch, weil sie eventuell mehr auf den Streamer achten, als tatsächlich aufs Spiel. Und das Spiel ist dann quasi so ein bisschen Hintergrund. Gerade haben wir schon genommen, nicht wahr? So ein bisschen Hintergrundgeräusch, aber ich mag Videospiele halt einfach. Und ich bin eigentlich hier, um die mit euch zu teilen, auch wenn ich sehr viel quatsche. Entschuldigt dafür. Okay, da ist das Zauberbuch, den Apfel wollen wir nicht. Excuse me, wenn man zu laut denkt. Order! Trink mal was. Alles klar. Hi Wilf, wie geht's dir heute? Oh, was ist da los? Bist du müde oder bist du krank? Ist gut, dass wir PMP-Abenteuer schreiben. Das hat meine Schreibblockade für das Novel gebrochen. Aber dafür hast du jetzt halt die doppelte Schreibarbeit. Ich hoffe, du kriegst das hin. Ich hoffe, du fühlst dich nicht irgendwann gestresst davon. Schreiben ist so wunderbar. That's where Hans and Yorinda sit. Mother will just get more angry, though, if I copy off their work. Oh Gott. Wie sah es eigentlich bei euch unterm Schultisch aus, Chat? Go, Yuki, go, Yuki, go. Go, go, Manti. Hörst du auf, dich fürs Quatschen zu entschuldigen? Wir wollen doch deinen Input zum Spiel, also echt. Ja, aber manchmal rede ich zu viel und manchmal reden wir halt einfach auch nebenher. I'm not taking any of the work with me. I have to see it enough in class as it is. Sachen reintun? Was denn? I'm not putting that in there. I'm holding on to it, thanks. I can open and close it easily enough with my hands. I'm not putting that in there. Okay, also wir können den Tisch aufmachen, aber nicht viel drin tun. Vorerst. That's Jacob and precious little Yannicka's desk. Mother will just get more angry, though, if I copy off their work. Wir hatten nichts unterm Schultisch. Haben wir mal alles im Ranzen getragen. Sowas gab es bei uns damals nicht. Wir hatten auch nur normale Tische. Na, wir hatten halt so einen normalen Tisch und drunter war so ein kleines Fach. Also nur so ein Fach zum, ja, zum, keine Ahnung, mal ein Buch drunter legen oder irgendwas. Außer ich habe das falsch in Erinnerung. Weil jetzt, wo ich darüber nachdenke, erinnere ich mich gar nicht mehr richtig dran. Aber das kann euch Panda wahrscheinlich sagen. Aber ich bin der Meinung, es war so. Pizzaquote im Ofen. Nice. Was gibt's für eine Pizza? GG Südo. Du wusstest genau, dass die Frage kommt. Wir hatten letztens eine Diablo, die war super scharf und dann konnten wir die nicht richtig essen, selbst Panda nicht so richtig. Und dann haben wir noch mal eine andere gekauft gehabt, dachten aber, es sei dieselbe, aber die war dann überhaupt nicht scharf. Mother's spellbook. The spellbook. I've had a peek in it before, and oh boy, sure makes class spells look like child's play. That's because the class spells are child's play. You're children, after all. Ich meine, sie hat nicht unrecht. Nee, eher das Gegenteil. Wenn man nicht so wirklich weiß, wo die Reise hingehen soll, war es frustrierend. Verstehe ich. Verstehe ich. Es ist halt nur, wenn du zu viel auf einmal schreiben willst und nicht für alles Zeit hast, ist es halt ähnlich wie mit den Spielen. Darum hoffe ich, dass es bei dir gut funktioniert, wie es soll. Don't even think about it, Winfrieda.
Ha, okay. Wir haben eine Kreide. Können wir denn was an die Tafel schreiben? Not so sure I'd get very far trying to use a chalkboard with my hands. Oh, entschuldige vielmals, junge Dame. Mini hat jetzt auch so ein Fach, wo die all ihre Schulsachen lassen darf. Ah, okay. Wir hatten tatsächlich Spinde in der Schule, aber die wurden nicht genutzt. Also, die waren im Keller und ich weiß nicht genau, wofür die eigentlich mal gedacht waren, aber niemand hat die benutzt. Aber auch nur, weil die Nachmittagsbetreuung da ihre Schulsachen machen kann. Ah, okay, ich verstehe. Ja gut, das ist halt, wir haben halt schon ziemlich immer tragen müssen, wenn wir mal alles hin und her tragen mussten. Not so sure I'd get very far trying to use a chalkboard with my hands. Ja doch, ich wollte mir doch nur das Ding It's where the angucken. boring lessons are written up on our boring class about boring spells. Okay. Nah, once is enough. I can't really top that anyway. Okay. Achso, da war nur die Kohle drin, ja. Können wir denn irgendwas mit der Kohle machen? I got enough. Hm. Not too sure how that will Hi, help Dolly. light the heater. Wie geht's dir? Und mit der PPT 5 von 13 erreicht. Ich könnte es heute durchbekommen. Achte auf deine Gesundheit. Keine Sorge, die Müde-Mach-Schafe sind dir jetzt weg. Ja, jetzt bin nur ich da. Und mach vielleicht müde. Lass dich halt nicht erwischen und sei... Tafel sauber machen. Ja. Tafelkrakelei immer? Ja. Ja, und die Tafelkrakelei immer Ärger bekommen, weil die Kreide immer aus war. Echt? Bei uns hat da nie jemand was gesagt. Aber viele unserer Lehrer hatten diese Kreideunverträglichkeit, wo sie dann diesen Stift benutzen mussten, in den sie die It's where Kreide the getan boring haben. lessons are written up. Ja. Unless Mother makes me, I'm not touching that wretched thing. Hm. Was will das Spiel überhaupt von... Wir haben noch nicht mal ein Ziel, oder gerade? Achso, ich habe noch nie mit dir geredet, glaube ich. Hey, Mother. Winfrieda, really? What did you say you wanted again? Just the basics. To remind you why you're at this school. If you can recite to me the meaning of word, then you may leave. Okay. 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 Ja, aber wie finde ich das jetzt raus? The alphabet. As if I didn't learn that already when I was little. Was sei denn jetzt schon da? Arbeitsdirk. Hab mein Notebook ausgegraben. Ich hoffe, ich lenke euch nicht zu sehr ab, wenn ihr am Arbeiten seid. Leave it shut, please, Winfrieda. It's already chilly in here. Dang it. The outside world. Freedom. So near, yet so far. Don't be so dramatic. Just recite your work like I asked, please. Sag ich, dass es über die hier arbeitet, statt Stream zu schauen. Andersrum. Ist doch Mittagspause von 9 bis 18 Uhr. Wie gesagt, lasst euch nicht zu sehr. Ich bitte um Ablenkung. Oh, guck mal, ein Einhorn. Ja. Tatsächlich, ich würde euch gerne eine Ablenkung bieten, aber ich bin gerade selber sehr abgelenkt, weil ich keine Ahnung habe, womit ich weitermachen kann. Irgendwas übersehe ich doch schon wieder, oder? Der Stuhl? School's over. No way you're getting me back into this desk today. Okay. Wir haben... Okay, den Tee haben wir noch nicht. And drink leaf water? No, thank you. It's water, but with
bags of leaves dunked into it. It's like a gross leaf drink. It's only ever Blättertrank. gross if you let it go cold. More like because it's got gross leaves dunked into it. Ugh. Okay. Wir haben die Porträts angeguckt, den Schlüssel und den Apfel will sie nicht. Die Heizung ist nur das Ding. Ja. Mhm. Wir sind in einem Raum. Ein einziger Raum. Wir haben eine Aufgabe. Ich habe 3 Gegenstände und ich komme jetzt schon nicht weiter. Ich bin stolz auf mich. Okay. Können wir random Dinge miteinander kombinieren? Not too sure how that will help light. Okay. Wir sollen also den Ofen anzünden. Ich habe aber noch keine Möglichkeit Not für too Feuer. sure how. Wir haben einen Blasebalg, aber noch keine Möglichkeit für Feuer. Ah, Aimon. Trink mal was, mache ich sofort. Das hast du gut bei mir abgeguckt, brav. Ah, ihr. Hinter dir ein 3-köpfiger Affe. Den habe ich länger nicht mehr gehört. Ekliger Blättertrank, Kaffeetrinker. Ja, das sind die ekligen Bohnentränke. Gummihuhn-Zubehör. Das Zeichen über der Tafel. Das da oben, das ist nur das Alphabet. Das können wir schon. The alphabet. As if I didn't learn that already when I was little. I'll leave the posters be. Joringel or Wilhelm might still need them. Nun, wie ist es bei dir? Gut ausgeschlafen, also. Okay, wir haben hier diese komische Zeichnung, aber sie will ja nichts tun mit dem Kram, den sie hier drin hat. Das Bild ist das Bild, der Tee ist der Blättertrank, den Apfel will sie nicht, weil der von ihrer Schwester war. Andere Tische begutachtet sie auch nicht, an ihren will sie nicht sitzen. Zu den Porträts hat sie nur Sachen zu den Leuten zu sagen und ihre Mutter sagt ihr nur, sie muss irgendwas rezitieren, von dem ich keine Ahnung habe. Ins Zauberbuch gucken können wir auch nicht. Oh, I wish. No way am I going to get that without help, though. That stuff is gross enough without adding. Okay, wir müssen also auch nichts in den Tee tun. That stuff is. Was ist oben im Ofen? Das ist nur die Heizung an sich. Also wenn ich hier drauf drücke, dann klappt sie die quasi This auf thing und is zu. great when it's cold. Makes the room super toasty and warm. Ich vermute mal, wir müssen wahrscheinlich Feuer machen, damit es hier drin warm wird und wir das Fenster öffnen können oder so. Aber ich weiß nicht, wie wir an Feuer kommen. That doesn't need any chalk. No, bellows are used. That stuff is gross. Ich bin verzweifelt. Ich sag's dir wieder. Rückenschmerzen. Ah, no. Rückenauer ist meh. Rückenauer ist definitiv meh. Oh Mann. Ich brauche ganz, ganz viele gute Nachrichten von euch, Chat. Ihr müsst mir sagen, dass es euch gut geht, dass ihr Glück hattet, dass ihr super leckeres Essen habt, dass ihr euch auf Dinge freut. Ja. Was sagt sie zum Apfel? I don't need anything from Yannicka. Mother can keep it. It's a stupid apple that teacher's pet Yannicka brought for Mother. Just like she always does. Das. No, Mother seems to think they make the room look friendly or whatever. Bla. Mein Körper ist komisch. Es ist nie genug Schlaf. Also ich denke mal, irgendwann ist trotzdem zu viel. Gott, ich bin beim Polizeidurchforsten auf den Weg gestoßen von Bunny und Zombie von vor 6 Jahren.
Das ist seltsam, nicht wahr? Man merkt eigentlich gar nicht, dass irgendwas anders ist, aber wenn man dann diese Bilder sieht, merkt man es doch irgendwie. So, und auch da, hallo nochmal. Willkommen zurück, Tante Jellerix. Wenn ihr hier die zuschauen, geht's uns prima. Nebenher wird gesnackt. Böser, warum bist du so ein wunderbarer Mensch? Warum sagst du immer so liebe Sachen? Ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Dankeschön. Popo muss mal eben Kaffee machen. Mach das, sei vorsichtig dabei. Das ist die Bienenkönigin, die mir auf den Speer... Bitte was? Bienen sind böse anscheinend. Erinnert ihr euch, by the way, an die kleine Puppe, die zwischen den Ranzen... Ja, aber ich weiß nicht was. Ich sehe es nicht richtig. Muss ich näher ran? Und weiter weg sieht sie für mich einfach nur aus wie Anna. Da hatte Zombie nur kurze Haare. Das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Oder sind das die Speere, die andere... Was ist da los? Okay, Troll. Entschuldigung, Böser. Entschuldigung. Ach, das soll eine Puppe sein. Yep, ist Anna. Es sieht halt auch aus. Ich dachte mir die ganze Zeit, es sieht so aus. Sie sehen, das Bild ist super. Ja. Tatsächlich ja. Ich bin neugierig. Chat, hat irgendeiner von euch eine Idee, was wir machen könnten? Wir haben Kreide. Wir haben Kohle und wir haben einen Blasebalg. Wir haben einen Tee, mit dem sie nicht agieren möchte. Einen Apfel, den sie nicht haben möchte. Den Schlüssel, an den wir nicht ohne weiteres rankommen. Das Bild, das sie auch nur... Yeah, that's the family. When Father was still with us. What good is a picture anyway? He's gone. And he's not coming back. It is of great importance, Winfrieda, to keep their spirits close, lest we find ourselves alone. Yeah. Da muss ich mir das Buch Sentimental angucken. nonsense, if you ask me. Mother's spellbook. Nee. The spellbook. I've had a peek in it before, and oh boy, sure makes class spells look like child's play. That's because the class spells are child's play. You're children, after all. Ja. Und wenn ich die andere Taste nehme, sagt sie nur... Oh, I wish. No way am I going to get that without help, though. Yukina, ich weiß nicht, ob ich die beiden erkannt hätte. Ich weiß nicht, ob ich sie erkannt hätte. Das ist super ungewohnt. Aber alle beide. Aber es ist schön zu sehen, dass ihr schon immer so gut miteinander auskamt. Also, wie gesagt, der Tee ist meh, der Ding ist meh, den Schlüssel... It opens the shed by the school, with all the neat gardening stuff inside. Not that anyone uses it much since Father didn't come back. Das haben wir. Den Kram. Okay, let's see. Blah, blah, Ah. blah, weird. Blah, Ich blah, habe mir das Zeug destiny. nicht angeguckt. Blah, blah. All right, I think I got it well enough. Let's just spout this off to Mother and get out of here. Oh Gott, ich hätte nur reingucken müssen. Sie will nichts nehmen, sie will es nur anschauen. Hey, Mother. Winfrieda, really? All right. All right. I think I'm ready now. Very well, go ahead. Tell me what word is. Weird is the pattern that shapes our destinies, influenced in many ways, in part by the weave of the Norns, three great maidens who look upon us all and determine our futures, but also by everything we do, everything our ancestors did. Causality and consequence, it is what will happen, is happening, and what has already happened. Very good. Now recite the Vogt School of Witchcraft's oath for me. But Mother... By the weird we shall abide, and in respect treat each day justly, for every right, a path warm and enlightened. For every wrong, a path blackened and cold. And stay cautious of the devil, forever waiting to
And stay cautious of the devil, forever waiting to corrupt my resolve. Yeah, what you said. Listen to me, Winfrieda. This is what concerns me the most, as it should you. Oh, here we go. This science that you and Hans obsess with. Don't let your mind be distracted by what's not important. Mother! Ah. It's just because it's something you don't understand. You're being dramatic. I am not. I have seen what it will do to Okay. you. To your word. So ist das mit It is Hans a dann dark, passiert. dark path, Winfrieda, that Ja, you ja. must not take lightheartedly. If your father was here, you know he'd say the same. That's a lie. He was always happy to let me do my experiments. Unlike you. He wouldn't have been if it got in the way of your witchcraft, Winfrieda. Not if it let Jannika get this far ahead of you in your studies. I've done what you asked. May I leave now? Yes. Yes, you may. Oh, but Winnie, if you see Hans, tell him to come see me to practice his test. As should you. The Wanderer will be here any day. The judgment he passes will play a crucial part in your word. Practice. Be ready for his test. It is for your own good. Fine, I will. Have we done the right thing, Philip? Putting the fate of the girls in the hands of someone else? No. It is the way of word. I cannot waver. And the girls, we will see. Only time can tell now. Es begann mit 2 Schwestern. Kapitel 6. Freedom! Finally! Now, Hans told me he had something he wanted to tell me, only everyone's here except for him. Where's he gone off to now? Okay. Eine Frage, die sich mir stellt, ist: Ich meine, wir alle wissen, warum Leute sagen, ich sag das nur zu deinem Besten und das ist später wichtig für dich, auch wenn du es jetzt noch nicht verstehst. Aber wie kommt es, dass dieser Satz von Generation zu Generation weitergegeben wird, wenn doch jeder weiß, dass es bei sich in der Jugend so nicht funktioniert hat? Das frage ich mich immer. Warum gibt es so Sätze, die jeder immer von seinen Eltern hört und die dann irgendwie weitergegeben werden an die Kinder, obwohl man genau weiß, dass man selbst als Kind nicht darauf reagiert hat? Denkt man dann nicht darüber nach, dass man das eventuell anders formulieren muss? Oder weiß man gar nicht, wie man das anders sagen soll? Das war was, das hat mich schon immer fasziniert. Egal wie alt Geschichten sind, du hörst immer wieder die gleichen Sätze von Erwachsenen. In dem Jahr haben wir Zombie und ich uns kennengelernt. Ein paar Monate später sind wir zusammen im Urlaub gefahren. Ah, Jugina, ich bin froh, dass es bei euch so gut funktioniert. Für dich gedrückt. Zur frischen Luft. Titi zur frischen Luft, dankeschön. Wahrscheinlich so ein Ding, das haben meine Eltern auch immer zu mir gesagt. Ja, aber wenn es doch nicht geholfen hat, das weiß man doch dann selber auch. Weil es wichtiger ist, was das Kind selbst daraus lernt. Ich denke, das kommt ganz darauf an. Weil nicht aus jeder Aussage lernt man tatsächlich. Alles klar, Jugina, sei vorsichtig. Und ich hoffe, die Dusche ist erfrischend. Manche Sätze haben sich halt eingebrannt. Vermutlich. Aber ich denke mir halt manchmal... Häufig sind das Sätze, die man nicht weiter genauer erklärt, sondern die man einfach sagt. Und ich glaube, das bringt Leute dazu, oder Kinder oder Jugendliche oder was auch immer dazu, auch nicht weiter darüber nachzudenken. Ich glaube, häufig fehlen einfach Erklärungen dazu. Ich denke, es kommt darauf an, um welchen typischen Satz es geht. Ansonsten vielleicht so eine Art Gewohnheit, wie zum Beispiel, ist dein Teller leer ist und scheint die Sonne morgen nicht. Super doof, sowas zu sagen, weil es ja nicht stimmt. Und weil es auch nicht unbedingt immer gesund ist, alles aufzuessen. Man soll ja auch nicht überessen. Ich hatte das auch. Mein Vater hat auch immer zu mir gesagt, du musst unbedingt aufessen. Und ich habe damals super viel getrunken. Also ich habe wirklich viel Flüssigkeit zu mir genommen. Und dann meinte er immer, wenn ich so viel trinke, esse ich nicht. Also habe ich mir das Trinken abgewöhnt, weil er
es nicht so gut fand, wenn ich immer so viel getrunken habe während dem Essen. Locked as usual. It's not fair. I bet there's all kinds of fun stuff in there. Können wir dann das Fenster öffnen? That's the window above Mother's desk. This is kind of boring. Is there any particular reason why you were spying on me, Winfrieda? This place is boring. There's nothing else to do. Go play with the other children. Without upsetting them, preferably. All right, all right. Ba, 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 ba. Okay. Vogt, School of Witchcraft. Es gibt auch Kinder, die echt nur trinken. Also ich bin der Meinung, ich meine, klar, ist lange her, ich erinnere mich auch nicht mehr gut dran, aber ich bin der Meinung, ich habe durchaus gegessen. I don't want that. It's too high anyways. Weil manche Sachen mochte ich echt gern. Okay, hatten wir Jakob schon mal? Jakob und Wilhelm sind jetzt Charaktere, die wir noch nicht kennen, oder? Ich meine, Joringe und Jorinde sind uns bekannt. Jannike ist uns auch bekannt, aber ich glaube, die beiden kennen wir noch nicht. Oh, die arme Raupe. Hi, Neda. Das kommt aber ursprünglich aus dem Plattdeutschen, war mal eine Aussage, dass es dasselbe Essen am nächsten Tag nochmal geben wird. Aber aufgrund des Dialekts klang es halt wie... Ah, okay. Das ist super interessant, das wusste ich gar nicht. Hey there, Yorinda. Still not saying much, huh? Between you and me, though, this thing with not talking, was it really from seeing the Weiße Frauen? I mean, they aren't real, right? Never mind. About the amber orb, though, when you fell in the lake, you're sure you didn't see the orb? Because I could be wrong, but I think even if you did see it, then you wouldn't tell me. Because like everyone else, you think it's too dangerous. Yeah, I bet I'm right. It's there, I'm sure of it. You seem kind of lonely over here. I could be wrong, but Neda, wie ist es bei you dir? seem to keep glancing at someone in the yard. Aha! I'm not wrong. Is it a boy? You can tell me. Well, actually, no, I guess you can't, huh? Let me see. I bet it's... wait. You wouldn't be the kind to fall for the popular boys. So that must mean... Interesting. Okay. Oh well. See you, Yorinda. Also sie hat damals schon nicht gesprochen. Das war in dem Fall nicht, dass sie irgendwas gemacht hat, sondern sie ist wohl in den See gefallen mit den weißen Frauen und hat dann nicht mehr gesprochen. Okay. Übrigens, Jet. Cut. It's right there. Sleepy. Vorhin war es noch. White Sox war vorhin noch da. Ist aber aufgestanden, als ich dann reinkam. Wie geht's euch? Ich habe tatsächlich auch gerade ein bisschen Rückenschmerzen. Nicht stark, nicht schlimm, aber ich sitze heute irgendwie nicht gut. Und das liegt nicht an dem Kissen. Ich sitze einfach nur komisch. Ich bin super müde und erschöpft und dann warte ich mal wieder auf einen Ansprechpartner. Warten, wenn man müde und erschöpft ist, ist meh. Dann jetzt Füßchen hoch, Kaffee und Tee genießen und hier holen. Oh. Winnie, you finished detention. Are you okay? I hope Mother wasn't too hard on you. I'm fine, Yannicka. It's just detention. Not that you'd know what that's like. I know you're a tough cookie, Winnie. I just think that, well, sometimes Mother is a bit hard on you is all. She has to be, with the Wanderer coming and the grades she's getting. Ha! Exactly.
There's no way she'll ever beat you, Yannicka. It's not a competition, Wilhelm. There's only one way Winnie will ever get through the Wanderer's test. Diving into the lake and taking the amber orb from Vice Frauen. Don't even joke about that. You know what happened to poor Yorinda. Yeah, maybe Winnie could get some advice from her. If she ever talked again, that is. Yeah, Wow. well, maybe I will. Then I'd really show you guys. Winnie, Wow. no! The Weiss of Frauen, you don't know what they do. You can pass Wow. the test without a silly orb. I know you can. Vice of Frauen. Only you guys would still believe in silly children's tales like that. I have a secret advantage anyway that will make me 10 times better than Yannicka. But it's really not a competition. Yeah, right. Here comes the science babble. It's not babble. You'll see. I'll prove you all wrong and win the test. Come on, everyone. It's Friday. Let's just have fun. Wait a second. Not everyone is here. Where's Hans? Do you guys know where he went? He said he was going to the usual place. He seemed pretty excited. Yeah, their usual little lovebird hideout. It's not like that. Ugh. Not everyone is like you boys, spending all day dribbling and drooling all over precious you-know-who. Who know who? No one, Yannicka. I can never remember his stupid code for the hideout, though. I hope he's written it down somewhere. Die beiden sind ja wunderbar. Die beiden sind ganz, ganz wunderbar. Und was halt auch ist, Jannicke meint es wahrscheinlich gut. Aber dieses, ja, das ist doch keine Competition und sowas, von jemandem zu hören, der Dinge sehr viel einfacher erledigt als man selbst eventuell, ist, glaube ich, immer hart. Super Mail. Wusste ich auch, dass es nur falsch übersetzt und so weitergetragen wurde. Wusste ich zum Beispiel gar nicht. Super interessant. Und ich bin in der Qualitätsprüfung auch durch und hänge wieder in der Luft. Es ist so betteln darum, was tun zu dürfen. Und das ist der Grund, warum ich glaube, die wollen mich nicht übernehmen. Aber ansonsten hast du doch immer das Gefühl gehabt, dass sie dich sehr schätzen, oder? Vielleicht ist im Moment einfach ein bisschen der Wurm drin. Vielleicht packen da ein paar Räder nicht ineinander, wie sie sollten. Kleine grüne Raupe da am Zaun, die mal hochklettert und wieder runterfällt. Ich liebe diese Raupe, aber es tut so... Ich finde es so schade, dass sie mal runterfällt. Ich mag Raupen sehr. How's it going, Yoringle? Huh? You never talk to me. What do you want from me? Why are you over here on your own? What do you mean? I'm always on my own. Okay, then. Why are you always on your own? What do you care? You don't care about me. No one cares about me. Well, actually, I'm asking you because... Because you're a trickster. You just want to trick me. I know what you guys are like. Acting like my friend, just so you can take my stuff. But hey, I've never... No more. I won't fall for it. If no one cares about Yoringel, then I don't care for anyone either. From now on, Yoringel only cares about Yoringel. Okay, jeez. Forget I asked. Okay. Enjoying those berries, I see. Very much so. And no, you can't have any. Fine. I was just making a joke. Yeah, right. You're just trying to trick me into giving you my lunch. You guys always teasing me, trying to take my stuff. But I... whatever. See if I care. Seit Dezember bin ich mir da nicht mehr so sicher. Warum? Was war im Dezember? Keine Ahnung, ich werde nächste Woche mal mit dem Teamleiter reden. Ich brauche Gewissheit. Macht das. Aber, ich meine, sie haben dir ja dann auch noch... Hatten sie sich nicht super um dich gekümmert eine ganze Zeit lang? Was denn passiert? Dass du jetzt so... Angst davor hast. So, fertig gegessen. Titi, ich hoffe, es war lecker. Und hi, ich trinke Lotus. Rest der Pause wird gelesen, macht das. Bis heute Abend vermutlich. Bis heute Abend, Lotus. Danke fürs Reinschauen. Halt durch. Sei vorsichtig. Pass auf dich auf. Gönn dir nachher irgendwas Gutes auf dem Heimweg eventuell, wenn du kannst. Und wir sehen uns später.
If you weren't so Upsa. busy scowling at everyone, you might actually notice her glancing at you. What do you mean? Who? No one's glancing at me. When did they glance at me? Like, all the time. Constantly. I don't believe you. You're just trying to trick me. Geez, you boys are hopeless. I don't care. There's only one person I want to look at me anyway. Oh? I mean... dang it. You better not tease me about it, Winnie. Why don't you go tell this person then? It's not easy, you know. I don't know good words to say is all. You don't know good words. I never know what to say to her. I get all twisted with my tongue. You better not tell anyone, Winnie. All right, I won't. Okay. Nur, dass das Buch richtig rum in die Hand drückt. Viel Spaß. Ich habe einmal was Doofes gesagt und der Big Boss kann mich seitdem nicht mehr leiden oder sowas. Oder hält mich für inkompetent. Also du musst darauf jetzt nicht eingehen, aber inwiefern was Doofes gesagt? Arbeitstechnisch? Oder zwischenmenschlich? Oder in welche Richtung ging's? Bestelle ich mir eine Pizza? Die Frage ist doch nur, was? Ist nicht, ob du eine bestellst, sondern was für eine. Die Frage ist, Asti, wie ist das bei dir mit dem... mit deinem Plan? Läuft der noch irgendwie? Reduzierst du noch? Hast du irgendwas anderes da und wie geht's dir gerade? Reisbohnen mit Steakscheiben, angebratener Pak Choi, Käsewürfel, Sojasauce und... nice. Ich hoffe, es schmeckt dir genauso gut, wie es... außer für mich bei einigen Sachen, wie es klang. Da ich immer dasselbe bestelle, ist die Frage, ist das was eigentlich nicht so das Thema bei mir? Sorry, unser Reiskocher schafft nur für 2. Bist du dann jetzt zufrieden und froh mit dem Reiskocher, Tigi? Beim Guten, heute ist Mettbrötchen. Oh, Tigi. Jellerix. Und ich werde nicht zu den Programmieren gelassen. Okay. Ja, Gespräch suchen. Gucken, was gesagt wird. Fragen, warum du das Gefühl hast, dass man auf einmal weniger Rücksicht auf dich nimmt. Kein Reiskocher auch mehrmals ansetzen, ist auch wahr. Welchen Mettbrötchen. Da bin ich wieder. Weh, Yugina. Weh. Vergiss nicht gut abtrocknen, auch Haare und alles. Ich habe jetzt auch ein Nutachi-Shirt, voll gut. Nutachi ist super. Das ist zu lange. Ihr Anfang? Plan läuft eigentlich permanent, nur halt nie so, wie ich es plane. Die Frage ist, hast du irgendwas da, was du gerne hättest? Ansonsten ist es auch okay, wenn man sich mal was bestellt. Wenn es dich sehr glücklich macht und du nicht das Gefühl hast, dass das jetzt einen riesigen Schaden hinterlässt, warum nicht? Und ich hätte mit einer Lokalversion Dinge probiert, mich einzufinden, habe einen Fehler gemacht und diesen wieder korrigiert. Und das hatte ich so kommuniziert. Eine Fehler darf ich als Programmiererin nicht machen bei dem Chef. Red mal mit ihm. Weil eventuell hast du auch einfach das Gefühl, dass es ganz schlimm war, aber vielleicht wurde es gar nicht so aufgenommen. Vielleicht ist einfach wirklich nur Stress. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Selbst ich verzichte so gut ich kann und das, wo ich einen Dauercheater im Haus habe. Das ist auch wahr. Hi. Fehler darf man machen. Programmierer sind auch nur Menschen und keine Maschinen. So sieht's aus. Mein Ansatz ist schon etwas kleiner, aber das ist okay. Vielleicht versuche ich einen zweiten Einsatz zu bekommen, dass man so einen Doppeldecker hat. Ich glaube, Asti hat das auch mal probiert. Ich hoffe, es gibt einen dafür. Weil es ist halt super, wenn du gleichzeitig Reis kochen und Sachen dämpfen kannst. Das ist wunderbar. Tell me again why you won't tell her you like her. You don't know... I never Okay. know what to say to her. You better not Warte. tell anyone. All right, Okay. I'll leave you alone then. You happy now? Very. They're my berries. My berries. Okay. Hey! I didn't say you could have some of my berries. Come on. You have like
A million. So? They're my million grapes. Go get your own. He always gets the best lunches. Those grapes look pretty delicious. Also warte mal, sie empfindet Trauben, also nur Trauben sonst nichts, als das beste Mittagessen? Okay. Oh Gott, das schreit nach Rätsel. The only thing I need for these rocks is the right combination. Dankeschön dafür. Okay, alles klar. Bienenstock. Baum. It might seem like an ordinary tree, but really it's our secret hideout. I helped Hans make it, but it was his idea. Now it's basically our home, and my favorite place to be. Climbing trees, that's for kids. I'm a sensible scientist girl, so I have to act like one. Oh, that path leads to the lake, where Yorinda says she saw the amber orb. I'm tempted to go see if it is really there, but I'll go see Hans about it before I go all the way out there. Okay. Okay, wir haben hier also den Baum, den Bienenstock und wir brauchen vermutlich die Kombination mit den Steinen hier, um reinzukommen. Sie erinnert sich aber nicht an die Kombination. Darn bees, trying to move into our treehouse. You're not welcome here. Puste sie an. I can't reach that from where I am right now. Okay, dann nicht. Genau, wichtig ist, am Wald zu bleiben und die Fehler einzugestehen und weiter daran zu arbeiten und offen für Anmerkungen zu sein. Also Faye macht dauernd Fehler, das Wichtige ist, diese zu finden und zu korrigieren. Doppeldecker-Gerichte, jawohl. Und das ist absolut richtig. Du lernst ja auch noch. Du bist ja nicht ausgelernt und schon keine Ahnung wie viele Jahre im Job. Und selbst dann macht man Fehler. Selbst wenn du Dinge dein ganzes Leben lang gemacht hast, machst du manchmal Fehler. Sonst würden wir auch nicht ständig gegen Türrahmen laufen oder sonstiges in Häusern, in denen wir schon keine Ahnung wie lange leben. Es passiert. Manchmal passiert es halt einfach. Ich bin momentan super frustriert, weil ich das Gefühl habe, ihnen eine super Möglichkeit in die Binsen gehen zu lassen. Ich hasse das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Also wenn wegen einem Fehler irgendwas ist, dann ist es nicht, weil du nicht gut genug bist, sondern einfach, weil die Leute nicht flexibel genug sind. Dann gehen sie hin und werfen einfach jeden neuen raus, wenn sie fertig mit ihm sind. Weil jeder wird Fehler machen. Habe ich irgendwas übersehen? Bestimmt, oder? Ich vermute mal, wir müssen in den Schuppen. Die Frage ist nur, können wir sie ablenken? Wir haben immer noch kein Feuer, wir haben noch nicht einen neuen Gegenstand. Wir haben noch nicht einen neuen Gegenstand. Hey. Hi, Winnie. Scared about the Wanderer's test? Well, I suppose I am a little nervous. Ha! Knew it! I'm not. I have a secret plan. Oh, it's not your ghoul spell again, is it, Winnie? Mother said you shouldn't use it because it drains too much energy from people, and... It's not the stupid ghoul spell. Oh, well, that's good. I think I'll be okay, though. Mother helped me find my familiar spirit. She says it will protect me and help me. Familiar spirit? Yeah. Mother says the spirits are like an extension of us. Separate, but always linked. You want to know what mine is? It's a bear. Right. A bear spirit to help you. You should find yours, Winnie. I'll help you if you like. No. I think I'll be all right without a pet ghost. Thanks. Never mind. I'm leaving. Oh, okay, Winnie. See you later then. Wilhelm, I need to ask you something. Sup, Win? Win. Okay. Keines perfekt. Du machst deine Arbeit super, soweit ich es mitbekommen habe. Schlechtes Gewissen haben, das völlig normal. Weil jeder nach Perfektion strebt, aber 100% Perfektion ist nicht möglich. Möglich ist, sein Bestes zu geben, immer zu lernen und so weiter. Absolut. Das, was Blizzard sagt. Und was denkst du, was ich für Fehler mache? Letztens musste ich 20 Minuten einen Fehler korrigieren. Aber gut, dass ihn jemand gefunden hat und nicht immer... Das ist halt auch so ein Ding. Du hast es ja in dem Fall gefunden.
Oh, 3 Steine, Muscheln, ob sie weiß, wie man sie benutzt. Das ist einer der wenigen Filmwitze, die ich verstehe tatsächlich. Einige bei uns machen Fehler, das ist der Hammer. Da wird dann versucht, 1 Million Euro abzubuchen bei einem normalen Privatkunden, weil einer ein Konto umgeschrieben hat und die Person arbeitet arbeitet immer noch bei uns, meine Güte. Türklinken sind der Endboss, nicht wahr? Ich habe den Eindruck, dass sie erwarten, dass ich besser sein muss und vielleicht liegt es daran, dass ich... Das solltest du so nicht sagen, Nella. Das solltest du so nicht sagen. Auf jeden Fall, Nella, die Sache ist, und ich sage dir jetzt das Gleiche, was ich heute schon jemandem gesagt habe und was ich schon häufiger jemandem sage, weil das ist eine Sache, ich bin nicht besonders intelligent, aber das ist eine Sache, die habe ich gelernt in meinem Leben. Und das ist, wir haben keine Ahnung davon, was in den Köpfen von anderen Leuten vorgeht. Weder in denen von Leuten, die uns sehr nahe stehen, selbst wenn wir sie schon Jahre kennen, noch Leute, die wir so gut wie nicht kennen, noch Leute, die wir in unserem Arbeitsumfeld oder sonst irgendwo haben. Wichtig ist, kommunizieren. Dafür haben wir Sprache gelernt. So doof das klingt. Aber wenn du dir unsicher bist, anstatt dich verrückt zu machen, red mit den Menschen. Vielleicht sind sie nicht ehrlich zu dir, vielleicht sagen sie dir nicht alles, was sie denken. Vielleicht merken sie aber auch, dass du dir gerade Sorgen machst und haben vorher das überhaupt nicht mitbekommen. Waren so mit anderen Sachen beschäftigt, dass sie überhaupt nicht darüber nachgedacht haben, dass sie vielleicht pumpig sind oder dass sie eventuell gerade nicht so viel Aufmerksamkeit walten lassen, wie nötig ist. Vielleicht merkst du aber dann auch anhand des Verhaltens, dass jemand tatsächlich kein Interesse hat. Und dann, so doof das jetzt klingt, es ist aber auch nicht die richtige Stelle. Wenn die Leute nicht mal flexibel genug sind, um einen korrigierten Fehler zu akzeptieren, dann ist es, glaube ich, auch keine Arbeitsstelle, die du lange haben möchtest. Und dann hast du immer noch die Möglichkeit, dich jetzt nach was anderem umzugucken. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist dir jetzt den Kopf darüber zerbrechen, wenn du quasi nicht die nötigen Informationen hast und sie auch durch reines darüber nachdenken wahrscheinlich nicht bekommen wirst. Einfach hingehen, nachfragen, gucken, wie man reagiert, gucken, ob derjenige vielleicht dann erst merkt, dass irgendwas nicht richtig passt im Moment oder nicht und dann halt seine eigenen Schritte daraus ziehen. Für dich gedrückt, Nella, ist bestimmt eine super, super unangenehme Situation. Aber lass dich das heute nicht runterziehen. Vor allem, wenn du vorhast, morgen mit dem Teamleiter zu reden. Wenn du das Gespräch ja morgen suchst, dann fühl dich einfach jetzt gerade geknuddelt, atme einmal durch und denk dir bei allem, was heute nicht funktioniert, Shoganai. Einfach Shoganai. Die Zeit, in der du wartest, ist Zeit, in der du über gute Dinge nachdenken kannst. Darüber, was du als nächstes basteln möchtest oder keine Ahnung. Kaffee regelt Daijoubu. Naja, ich weiß nicht. Kaffee ist nicht für jeden das Ding. So. Hätte ich auch Angst, etwas falsch zu machen? Vielleicht setzt du dich aber auch selber einfach nur unter Druck, weil du Angst hast, was falsch zu machen. Jawohl. Jawohl. Ein Secret Hideout auf einem Klingelschild ist schon wenig auffällig. Auch, das sieht aus wie ein normaler Baum mit einem runden Fenster, das aufsteht. Ja, so sehen normale Bäume aus. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns alle Bäume wachsen mit Fenster. Angst habe ich ja nicht, kann man alles wieder richten. Das ist tatsächlich so ein Ding, wir haben häufig Angst, dass Dinge kaputt gehen oder dass Sachen passieren. Aber solange es etwas ist, das nicht irreparabel ist oder das man ersetzen kann, weil es nicht irgendwie emotionalen Wert hat oder ähnliches, sollte man sich eigentlich gar nicht so viel Gedanken drum machen. Musste ich auch erst lernen mit der Zeit. Ich weiß noch, wo ich durchgedreht bin, als ich mein Glas abfallen lassen.
Mhm, mhm. Solange keiner zu Schaden kommt dabei, richtig. Ein Schaden wäre für mich das Leib und Leben bedroht, auch richtig. Und das wird sowohl bei meinem als auch bei deinem Job hier untypisch sein. Jawohl, genau das. Man kann nicht in die Kopf anderer reingucken, reden hilft richtig. By the way, Plüschi schnarcht. Er hat jetzt, ach, das seht ihr von dem Winkel aus gar nicht. Er hat jetzt den Kopf so nach oben gedreht und jetzt schnarcht er ein wenig. Aber das seht ihr aus dem Winkel überhaupt nicht. Deswegen bin ich hier, um etwas Safe Space zu haben. Fühl dich gedrückt, Nella. Ich hoffe, es hilft. Ich meine, jetzt haben wir ja auch wieder über Sachen geredet, die eigentlich unangenehm für dich sind gerade. Ich hoffe, es hilft trotzdem. Aber er hat jetzt den Kopf so eingedreht. Ich weiß nicht, ihr seht das, glaube ich, gar nicht so richtig. Voll niedlich. Voll niedlich. Voll Lust auf ein Eis. Am Samstag 2 Stückchen Schoki gegessen. Ich glaube, ich schneide mir gleich einen Apfel. Mach das. Apfel ist, nom. Kennst du dieses Kaktuseis? Das habe ich immer hier, weil super wenig Kalorien. Haben die wirklich super wenig Kalorien? Weil ich liebe Kaktuseis. Also, ich liebe es. Vor allem, gut, ich weiß nicht, wie es dann mit den roten ist, aber die rote Sorte ist so gut. Hast du die mal probiert? Die ist, könnte ich reinliegen. Hätte dann zwar wahrscheinlich Gefrierbrand, aber hätte auch mal wieder Bock auf Lasagne. Asti, kann es sein, dass du gerade einfach Hunger hast? Aber ich durfte mal drüber reden. Du darfst immer reden, Neda. Natürlich, natürlich. Ich sehe sein Köpfchen so cute. Ihr seht das? Ah, das ist so niedlich. Die Schnute. Und dann legt er den Arm noch so dran. Das ist... Hab keine, bekomme auch keine. Echt, gibt's bei euch keine? Ich habe alles dafür, dass Anne herschwumm. Kochen. Ich bin tatsächlich A, ein schlechter Koch und B, jemand, der nicht gerne kocht. Vielleicht geht das miteinander einher, wer weiß. Der T-Rex ist so super interessant. Ich frage mich, ob das bei dem Roten auch so ist. Darf Can ich auch I mal? have a go? No. I don't want girl germs on my yo-yo, Winnie. Mädchenbazillen. I saw Okay. you let Yannicka use it before. Yeah, well, Yannicka isn't a girl. She's a lady. Jeez, give me a break. Wow. You seem to be struggling a bit there, huh? Yeah, well, you seem to be struggling with spells. So there. Wow, harsh words. I just mean, aren't you getting a headache? It's called practice, Winnie. Haven't you heard of no pain, no gain? Wilhelm, without some kind of helmet, all you'll gain is brain damage. Wait, you saying you have a helmet? I'll let you use my yo-yo if you do. Huh? But wait, if you give me the yo-yo, then you won't need a... That is to say, sure. I'll keep a lookout for you, okay? Cool. Okay, warte, wie What war was das that nochmal? about? Wait, you saying you have a... I'll let you use my yo-yo if you do. Huh? Okay, wir brauchen einfach nur cool, den Helm. Alles klar. Guess I'll leave it to you then. Good, you were ruining my concentration anyway. Ja. Hey, Jacob. What now, Winnie? Okay. Tut es. Faye sagt auch immer, dass er nicht kochen kann, macht deswegen nicht immer keine Übungen. Ich weiß, das Problem ist, ich bin halt echt wirklich 3 Tage deprimiert, wenn ich... Ich hasse es so sehr, wenn ich Lebensmittel verschwende, weil ich es nicht richtig hinbekommen habe und Panda dann wegen mir was essen muss, das entweder echt eklig schmeckt oder wir es sogar wegwerfen müssen und dann irgendwie nicht richtig essen können an dem Tag, weil Panda hat es nicht verdient. Und dann werde ich so wütend und das macht mich... da habe ich keine Worte für, um ehrlich zu sein. Mädchenbazillen auf meinem Jojo. Nun, ich hasse Kochen. Ich koche jeden Tag. Aber ich sehe mich nicht als guter Koch. Ich hasse es auch so sehr. Ich hätte einen Mini-Backofen im Keller. Aber wenn ich eine
wenn ich eine einkaufe, bekomme ich die nur hochkant in die Satteltasche. Da bleibt nur Lasagnematsch übrig dann. Hast du dir überlegt, ob du abgesehen von der Tasche vielleicht noch irgendwo einen Korb hinmachen könntest? Vielleicht kannst du es dann nämlich in einem Korb, oder wenn du einen Korb hast, kannst du vielleicht Sachen auch einfach stapeln. What's the deal with the flower? Is this some kind of fashion thing, or... It's nothing. Yeah, sure. Fashion. That's exactly what it is. Really? Because I don't know. It looks kind of ridiculous. Like you'd know anything about fashion. If that's fashion, then I'm glad I don't. Okay. Forget it. Okay, wir haben den Schuppen. Drin ist der Schlüssel für den Schuppen. Genau hier. Wir brauchen einen Helm für das Jojo. Warum auch immer wir das Jojo brauchen. Wir brauchen die Kombination für das Schloss. Also für... Ah, warte, hier. Hier haben wir die Kombination. Okay. Links, rechts, rechts. Mitte, links, rechts, links. Ich bin there we are. erstaunt, dass ich mir das About gemerkt habe. time. Habe ich selber nicht mitgerechnet, Chat. Hans? Hello? Winnie! Oh! Sorry. I didn't hear you come in, but I'm glad you're finally here. Yeah, well, if it wasn't for your dang door code, what's got you all excited, huh? You'll never believe what I found. Oh, I barely believe it myself. Last night, by the orphanage, I heard two travelers talking about something. They said it was the scientific discovery of the century. Well, what was it? Winnie, they found it. They found just what we've been looking for. It's called telekinesis. Okay. I'm not following. What's telenemesis? Telekinesis. Yes, well, I wasn't so sure myself, but it went on to describe how this man could move things just by thinking about it. So, he was actually a witch then? No, Winnie, that's the thing. He was just a regular farmer. And that's not all. He could read people's thoughts and feelings, their memories. The townsfolk accused him of being a witch, what with the fear of witchcraft spreading and all. But apparently, he knew nothing about witchcraft. He just sensed his abilities. Okay, that's nice for him. But I still don't see why you're all excited. Right, yes. Well, I did some research after hearing this. And it's just like I thought. All the things that were said about this man's abilities. It's just like the third eye chakra spells. Third eye? Isn't that the subject we had a few weeks ago in class? Exactly. Das sehe ich jetzt erst. Er Don't arbeitet you an der Maschine, unter der see? Anna saß. It's what we've been looking for. It's a connection between science and witchcraft, Winnie. You mean, this would show Mother once and for all that science is important? Exactly. Just think of the possibilities, too. The discoveries we could make with this. Hold on. If this is what the third eye thing can do, then my test, I could pass it easily. Well, sure. But not just that. If we can learn more about what telekinesis is, then we can help people understand magic through science. People won't have to be afraid of us anymore. This is it. This could be what finally helps me beat Yannicka once and for all. Oh, but Winnie, I think perhaps we should concentrate on... Right. What do we do now? Can we get it? This telekinesis? telekinesis. Right, whatever. How do we get it? What do we do? Well, maybe, but perhaps we shouldn't rush into this. Rush? Hans, the Wanderer's test is any day now. Mother was just lecturing me about it. If I get this telenemesis, if I use it to pass this test,
My weird will be perfect. Mother won't have to scold me or tell me off anymore. Right. That is true. And maybe finally, Mother will stop comparing me. I'll never have to be told I'm not as good as precious little Yannicka ever again. Yeah. Yeah, you're right, Winnie. Let's do it. Let's help you pass that test. So, details. How are we going to do this? Diese Geschichte. Mann. Dann such dir doch Rezepte, die einfach sind. Ein Kartoffeleintopf oder so. Und lass dir beim Kochen helfen. Das dauert dann halt auch immer. Dann müssen die Leute wieder Zeit dafür aufbringen, dass ich... Ja... Ich verstehe, was du meinst, Digi. Ich verstehe, was du meinst. Wird zerquetscht da. Die brauchen einen Fahrradanhänger. Das ist eine gute Idee. Oder ein Lastenrad. So ein Lastenrad. Nee, aber wenn du keine Anhänger oder irgendwas tatsächlich hast, versuch's einfach mit einem Korb zusätzlich. Weil die Taschen, die nehmen ja dann nicht... Körbe nehmen ja nicht extra Platz weg in dem Sinn. Und da kannst du Sachen im Normalfall gut reinstapeln. Ich hatte früher einen für meinen Rucksack. Schultechnisch. Ich koche ungern, aber eher, weil ich danach aufräumen muss. Und Faye ist faul, der räumt nicht auf. Oh, Big Brain Celeste. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir das merken konnte, um ehrlich zu sein. Papat, dankeschön. Mini-Drache, Papat. Mini-Drache ist Plüschi. Ich habe euch Plüschi gerade freigegeben. Hier oben. Da ist er. Da. Between Silence and Witchcraft. Do you remember anything about the third eye spells? I might not have been paying too much attention in class. Yes, I looked over my notes last night. We were never taught any direct awakening spells, but there's one incantation Mrs. Vogt recited from her spell book that kind of fits. Okay, great. What is it? It's an incantation to summon the goddess Minerva for extrasensory insight and knowledge. You imbue magic beads with the spell, then place them on your head to help open your third eye. But Winnie, you know that Mrs. Vogt's spellbook is strictly off limits to us. And you know it wouldn't be the first time I've borrowed it either. All right. So first we need a plan for swiping the spellbook again. What else? Oh, well, from what I remember, the beads are okay. I have some left over from class. But we also need 3 candles. One of white, one of purple, and one of blue. That could be tricky. I don't think there's any left in the school. We could make them, though. We can? Okay. All right, great. Swipe spellbook, make candles. Easy. Let's get cracking then. Where's this telekinesis guy gone? Let's go find him. Surely he could just tell me how to pass my test if he wants to help people, right? Actually, that was kind of my first thought, too. That's why I'm fixing this machine. The idea is that it reads patterns of energy moving in the brain when you wear it. So if we observe this man's brain patterns, then perhaps sehr we can intelligent für even sein Alter. replicate them. Yes, that sounds great. Let's do it. But I'm not so sure. It might take time, Winnie. This machine still needs a lot of work. And the man, he went into hiding. What? Why? To avoid punishment. These townspeople, they're really serious about putting an end to witchcraft. Ugh, darn people. Always getting so worked up about stuff they don't know anything about. Yes, well, that's why they get worked up, Winnie. We just have to be patient. Find ways to help them understand, you know? Yeah, sure. Whatever you say. What do we need for candle making then? Well, I know it's possible. I just don't know how. Yannika's the one who told me about it. Maybe you can ask her. Oh. Right, of course she did. Ugh. But I do know how to make dyes. So if we can make candles, I can help color them. As long as it's the right color, it can be flowers, plants, stuff like that. I have a book on biology around here that might help you. And we need white, purple, and blue. Keep your eyes open, and if you see anything, bring it to me and I'll take care of the dye. Okay. By the way, Mother said you have to go see her about your test. Oh, right.
I still need to pass the smoke appearance module. Smoke appearance? Oh, is that for your elective? Yeah, methods of appearing. The only reason I chose it is because I thought I could fake it with solidified carbon dioxide. Turns out, not so easy to move around or use on my own. Solid carbon... what? Solidified carbon dioxide. It's that smoky stuff behind me there. It's kind of like ice, but dry and much colder. So cold it burns you if you touch it. I figured that out the hard way. But how's that meant to help Ooh. you with your smoke appearance? Well, that fog coming off of it, that's sublimation. The ice turning from a solid into a gas. But if you drop the ice into water, then that happens a lot faster and makes a lot more fog. Ah, I see. And then you'd use that to disguise your appearance. Clever, clever. Maybe not just disguising an appearance, but also a disappearance as well. Winnie, what are you planning now? Hans, we'll use this to steal the spellbook. It's perfect. If there's as much fog as you say, it should be easy to grab it while Mother is distracted. Sure, but like I said, it's too cold to carry, and we don't have any gloves. And besides, I can't really drop it in water without Mrs. Vogt noticing. Right. Don't worry about all that. I'll find a way I can help while you're doing the test. Leave it to me. I'll figure it out. Right. This incantation isn't, incantating itself. I'm off to get us stuff. Okay then, Winnie. I'll be here if you need me. This little fellow always comes and keeps us company at the hideout. Apart from me and Hans, he's the only other one that knows where it is. So no telling, got it? Das ist so seltsam alles. Man hat das Gefühl, sie hat versucht, Jorinde und Jorinde zu helfen. Der Drache kam immer zu Besuch und dann hat sie ihn eingesperrt. Ah, he looks hungry. I better find something for him to eat first. He doesn't like being handled too much when he's hungry. Do you? No, you don't. Ich habe ihm die Kohle gegeben. Oh, excuse you. All right. Time to get rid of that fiery breath before you get a bellyache. Winnie, don't take him away for too long. You know the red dragon gets agitated when the baby's away from her. I know. Jeez, you sound like Mother. Hey, sorry. Just careful with the little guy, okay? Und wir haben ihn wieder. Übrigens, Dinge, die man niemals machen sollte, Bienen am Posten. I'm not sure what good that would do. Just saying. Ich glaube, man sollte sie auch nicht anzünden. I'm not sure what good that... Okay, besser ist das. Okay, zurück ins Baumhaus. Ein Lastkraftrad. Einfach, Asti fährt dann einfach Fertighäuser mit dem Fahrrad oder so durch die Gegend. Es gibt einen wirklich kalten Eistee, theoretisch ja. Aber sie sagt, kalter Tee schmeckt nicht. Auch wahr. Ein Drachenbäuerchen, ja. Also ein Ofen, das ist... Bewerf sie mit Kreide. Was sagt sie denn dazu? Moment. I'm not sure what good that would do. Ne, sie ist nicht überzeugt. Sie weinen. Naja. Okay, hier drin ist doch bestimmt Zeugs. You kidding me? That's like the treehouse treasure. It's not going anywhere. That's Hans' most prized possession. A certificate for first place in a science youth fair. It was his first Sad award for story science incoming. ever. A silly thing for kids in the village, but still, I'm super proud of him. It'll be the first of many, I'm sure. It's part of the machine Hans is working on to copy the old guy's telekinesis. I guess this part has something to do with receiving and calculating what the headgear scans. Things would be easier if we could just find him and get him to share his ability with us. Da ist ein Bonbon, ich sehe es. A few pretty old tools Hans scavenged from the village. They'll do the job.
Ich mache ihn einfach hin und wieder mal an. Im Moment bewegt er sich eh nicht. Er schläft gerade tief und fest. Nah, I think Hans needs them more than I do. That thing looks particularly complicated. Bei dem Spiel ist es halt echt schwer mit der Catcam, weil wenn ich jetzt irgendwo anders hinlaufe, dann habe ich halt A few pretty den old Text hier. tools Hans scavenged from the village. They'll do the job. Und ihr seht zum Beispiel dann ja auch das Fenster nicht und alles. Das ist halt super schwer mit dem Spiel tatsächlich, weil überall auf dem ganzen Ding irgendwas sein kann. It's third eye spell-making time, so no experiments today. Darum meinte ich vorhin auch, ob ich nicht ein bisschen groß bin, weil hinter mir sind ja auch noch Bücher und so ein Krams. These are just different chemicals we keep around for various experiments. Ah, yes. Well, looks to me like the gas from that thing is becoming a liquid in that thing. And that Grüße, thing jetzt hör aber is... mal auf, ich werde noch Ah, rot who hier. am I kidding? Hans is always one step ahead in learning all of this stuff. Was ist denn heute mit euch los? Warum seid ihr heute so flauschig? These look like diagrams for Hans' machine. I can actually kind of follow this. After all the time I've spent watching him tinker with these things, it's not too surprising, I guess. Liegt da ein Bonbon auf dem Feld? Ja, ja, und ich kann es nicht nehmen. Da habe ich vorhin schon angeklickt, aber sie sagt nichts dazu. Es liegt einfach da und guckt mich an. Who knows what Hans is doing with this experiment here? Best not to touch. Valentinstag kommt näher. Valen was? Ah, Tante Hedrix, ich glaube, Moon hat sich verschrieben. Valensteak-Tag. Valensteak-Tag kommt näher. Der Valensteak-Tag. Ja, das passiert. Ist ein gängiger Fehler. Das passiert immer mal wieder. Der Valensteak-Tag rückt näher. Ich meine, da war, glaube ich, mal irgendein anderer Tag, aber den haben wir immer vergessen. Aber den Valensteak-Tag, daran erinnern wir uns. These look like diagrams for Hans' machine. I can actually kind of follow this. After all the time I've spent watching him tinker with these things, it's not too surprising, I guess. Okay, okay. Bücher? Let's see. Hans' books are pretty complex. Usually I can find a good one, though. There's Euclidean works in space and number theory. Charles Babbage and the Turing equivalent. Yeah. Oh, this must be the biology book Hans mentioned. Biology for Beginners. Aha. Okay. According to Hans, I should be able to make colored dyes from plants and stuff. Oh, the blue cornflower. I'm sure I've seen this somewhere. It's perfect. It says, Hab ich? the cornflower is oft worn by young men in love as Ah, symbol of their affections. Where did I see it? Aha, okay. Da kommt also die Blume her. Alles klar. Ich habe das Gefühl, wir haben bestimmt irgendwas verpasst. So this is that dry ice stuff Hans was talking about. I wonder if it will really make as much fog when added to water as he says it will. Okay. Zuallererst benutzen wir mal die Sachen, von denen wir einigermaßen wissen, was wir damit anfangen. Gehen wir mal hier rein und zünden mal eben die Kohle an. Here we go. Let's get all that nasty fire breath out now. There you go. Get it all out. Is that really necessary, Winfrieda? It's already getting too hot in here. Weren't you the one saying it was a little chilly before? Well, fine. But at least open some windows to keep the room from becoming a furnace, please. Dieses Geräusch, wenn sie den Drachen einsteckt. Let's get you back to the hideout before Hans gets upset with us. There, safe and sound. And free to leave, little guy. Or not. As you please. Oh, das ist alles so traurig. Ah, Steak, Nomi. Steak-Tag macht mehr Sinn. Es ist tatsächlich so, Pan und ich, wir haben den Valentinstag. Einer von uns hat es immer vergessen und dann war irgendwie mäh. Ich meine nicht, dass wir wirklich Wert darauf gelegt haben, aber irgendwie ist es schön, ab und zu einen Anreiz zu haben, irgendwie was Spezielleres zu machen, weil wenn du halt immer was Spezielles machst, ist es nicht mehr speziell.
Aber wir haben es halt verpeilt. Und, irgendwann meinte ich, weißt du was, wir essen jetzt einfach Steak und machen dann mal einen Steaktag draus. Seitdem denken wir halt dran. Haben reserviert, Kartoffeln. Die Kartoffel, da gibt es Steak auf dem heißen Stein zum Selbstgrillen. Eine geile Ofenkartoffel dazu. Das ist super intelligent, so kann sich keiner beschweren, dass sein Steak nicht richtig durch war oder zu durch. In ETS liefere ich ja schon die ganze Zeit Steaks aus. Die bereiten sich vor. Die wissen genau, was passiert. Ach, ist so süß. Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen und Grüße aus dem Zug nach Hause. Hi Gaming Stars, Grüße in den Zug nach Hause. Komm gut an. Ich hoffe, es gibt keine seltsamen anderen Mitfahrgäste und keine Komplikationen in irgendeiner Form. Ich hoffe, du kommst gut, sicher und schnell zu Hause an. Hey, Jacob. I think I know the real reason you have that flower on. Something Yep. about, oh, a symbol of affection? What? I mean, no. No? I wonder who you might be showing affection to then. Winnie. Well, tell you what, give me some of those flowers and I'll keep as quiet as you want. But I've tried everything else. This is the last thing I have to show my love. Ah, yuck. Well, what else did you try then? Everything. I've passed on so many messages to her in class. But alas, my poetry has fallen on deaf ears. My words yet to be consumed. My love as yet unrequited. All right, enough. That does seem odd, though. Yannicka isn't the type to just ignore someone completely. Come on, just give me some flowers already, Jacob. But I've tried everything else. This is the last thing I have to show my love. Ah, yuck. Well, what else did you try then? Everything. I've passed on so many messages to her and my poetry has fallen on... All right, Yannicka isn't the type to just ignore someone completely. Ah, forget. Okay. It's only a bunch of neatly stacked books. So tempting to mess it all up. I wouldn't do that to Yorinda or Hans, though. Oh, Strecke ist eigentlich immer entspannt. Das ist gut zu hören. Ich wollte beim Augenarzt meine Augenschmerzen abklären lassen. Was kam denn raus? Hast du schon irgendwas, hat er dir schon was sagen können? Geez, these guys are a couple of neat freaks. Everything's so tidy. Ja, aber ist da jetzt nicht irgendwo dieser Zettel, den er ihr zukommen lassen? Oder, nee, ich müsste eigentlich am richtigen Tisch sein. Jacob is so messy. What a grub. Yannicka, on the other hand, typically perfect and neat. Ah, falscher Tisch. What a suck-up. Right. Love letter, love letter. Should be in here somewhere. It's all just rubbish. Wait, huh? Is this it? Haha, it is. What a dork. He wrote it on a napkin of all things. If Yannicka didn't know to look for it, she probably just figured it was rubbish. It says, "To my dearest buttercup, the brightest of diamonds. Roses are red, violets are blue. I like you. Do you like me too? Signed, Jacob." Wow. Never have more heartfelt words been put to paper. Oh dear. Okay. Der Anhänger, ja, ist voll niedlich, nie wahr? Ja, ich bin ja schon vorbelastet seit Geburt. Ja, aber hat er dir denn irgendwas sagen oder helfen können oder irgendwie? Maybe Jacob won't be too impressed by that. Better show it to him first. Hey, lover boy. Winnie. Settle down. I have good news for you. Kind of. Your so-called poetry wasn't ignored. It just looked like rubbish. You mean Yannicka hasn't even read it yet? But of course. It all makes sense now. My words of pure, raw feeling. She couldn't possibly have read them without any emotional reaction. Oh, I'm sure they'll get a reaction, all right. Maybe not the one you're after, though. Here. I have no need for this nonsensical symbol when I have poetry on my side. Oh God. Okay. But, Winnie,
Could you do me the favor of passing on my letter to Yannicka? A true poet should never show his own hand to the... Yes, yes. Please just... Enough already with the drama. Wow. Whatever could this be? I seem to have found it lying around. Could this be for you, Yannicka? Ooh, for me? This is so thoughtful. This is just what I wanted to see. Really? Sieht sie nicht gerade die Still Rückseite? my beating heart. The moment has come for my majestic words to... Oh Gott. Thanks a heap, Winnie. That feels better. Oh no. Don't mention it, Yannicka. My pleasure. Hier kommst du Show. Ja, ja, das, Nun. Dö, dö, dö. Schon so ein bisschen. Hey, Yannicka. Hi, Winnie. What can I help you with? Mein Augendruck ist leicht erhöht und das will sie nun beobachten. Sprich, ich muss alle 3 Monate zur Kontrolle. Und ich soll erstmal statt 1 bis 2 Mal am Tag nun mindestens 5 Mal am Tag meine Befeuchtungstropfen nehmen, da es durch die trockenen Augen sein kann, dass dadurch der Druck steigt. Okay, sollte er weiter steigen, gibt es eine Tropfentherapie zur Senkung. Aber der Sehnerv ist noch unbeschädigt bis jetzt. Das letzte klingt schon mal auf jeden Fall gut. Es ist sehr gut, dass du einen Lösungsansatz hast. Es ist gut, dass sie es überprüfen wollen, auch dauerhaft. Wenn du das Gefühl hast, dass es dir nicht verhältnismäßig schnell hilft, geh vielleicht trotzdem vorher nochmal zum Arzt. Weil es hilft dann wahrscheinlich auch nichts, die 3 Monate dann zu warten, wenn dir die Augentropfen jetzt auch nicht unbedingt helfen. Ich drücke die Daumen. Ich drücke die Daumen, dass sie rausfinden, was los ist und dass es etwas ist, das sich leicht beheben lässt. Apply Ice Card to the burn. Ja, wir sollten vielleicht das Trockeneis holen. Puh, okay. So, I heard you know how to make candles. Oh, yes. I wrote an essay for Mother on it last semester. Of course you did. Do you think you could tell me how to make them, maybe? What was that, Winnie? Can you tell me how to make some dumb candles? Or not, whatever. I don't care. Oh, sure thing. I'd be happy to. Well, really, all you need is some wax, either paraffin or beeswax or something like that. Ah, hold on. Aren't the crayons from school made from paraffin? I kind of fed them to the baby dragon. I don't know. He seemed to like them. Aw, how cute. Well, if you do happen to find some wax, then you just mold the wax around a wick and you're done. Wicks can be anything. A piece of string or rope or something like that. Then you can just dip them into various dyes to change the candle's color if you want to. Uh-huh. Wax, wick, dyes. Easy. Thanks. Thanks for nothing. Anytime, Winnie. I'm glad I could help. Okay. Okay. Ich habe als Kind mit meiner Ma auch Kerzen gemacht, tatsächlich. Aber so richtige, diese Bienenwachskerzen. Tatsächlich habe ich als Kind auch schon eine Tropfentherapie gemacht. Hat es denn da? Ich hoffe, es hat damals geholfen. Und ich hoffe, es hilft diesmal auch. Schnell. Weil das ist... Ich will mir gar nicht vorstellen, wie unangenehm das ist. Es tut schon vom Vorstellen weh. Say, Yannicka, you haven't seen any Huh? Letters? I'm not sure Mother would approve of notes being... typical... Okay. Seen what? Es ging nur um Say, die Yannicka. Liebesbriefe, die sie Letters? nicht I'm gelesen not hat. sure Mother would approve of notes being handed around in class, though. Typical. Seen what? Habe ich jetzt... Oh, ich habe die falsche... oh, Sorry. I think I've given him enough trouble for one day. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall das Ding für die Farbe. Also die ersten Blumen. Here for the blue dye. Will this be all right? I don't need all these flowers. I'll just take enough for the dye. Let's see then. That means we still need something to make candles out of, something to make the wicks out of for the candles, something to make purple dye, something to make white dye, to somehow steal Mrs. Vogt's spell book. Ja, And wenn sonst nichts then ist. that should do it. Still so much left. Don't worry, Winnie. You're doing well. You can do it.
Okay. According to Hans, I should be able to make colored dyes from plants and stuff. Aha! There's also a bit here about bees. This could be helpful. Apparently, bees' aggression is the result of pheromones excreted to communicate alarm to other bees. It goes on to say that blowing smoke onto them will inhibit this smell, reducing their hostility. Blowing smoke on them. Now it's all filled with gas from the dry ice. No, I feel some kind of bad. Ich weiß gar nicht, ob das damals geholfen hat. Ich habe von früher sehr viel vergessen. Aber ich vermute doch mal, dass die jetzt... Ich denke mal, es musste ja irgendwie geholfen haben, weil es dir ja dann besser ging über die Zeit. Oder sie haben was anderes. Ich hoffe auf jeden Fall, sie finden was, das ganz schnell hilft. Ganz, ganz schnell. Don't be sad. Wow. Beeswax is mine. Time to get this to Hans for the candle making. Wow. Asti. Wow. Hey, have a look at this, Hans. Beeswax. Yannicka said we can use this for candle making. Oh, great. I hope you didn't hurt yourself getting it down. Nope. I'm way too super clever for that. Well, I only need the wax inside. Do you mind taking the husk for me? That means we just need a wick to make the candles now. Nice work, Winnie. Let's see then. That means we still need something to make the wicks out of. Something to summon there. All right, we're getting there now. Und wir haben jetzt einen Helm. Da wir ja den leeren Bienenstock noch haben. I wonder. He does keep hitting himself, and this would be hard enough to protect his head. Something, something, something. Hey, Wilhelm. Sup, Win? Think I could trade you this for your yo-yo? Get out. What do I want with some stinking beehive? Beehive? Huh? No, this is a helmet. Don't you see? See, there's the, eye hole. One? Hello, Winnie. I have 2 eyes. It's better for your perception that way. Or something. Mhm. And cooler, so you'll look super cool. And you'll be protected from your yo-yo. Super cool, you say? All I want is to borrow your yo-yo. Just for Ich a weiß gar little nicht genau, bit. warum ich das Jojo will. Alright, if you say so. But you better give it straight back, yeah? Yeah. Wofür will ich das Jojo course. überhaupt? How is it? Super cool? I look cool, right? Oh yeah, absolutely. The coolest. Yeah, sweet. Für die Schnur? Ach, die Schnur. Ja gut, das macht Sinn. Die Schnur am Jojo. GG. Web, die Arbeit ruft. This Ich is muss doch kinda mal los. boring. Wieder für Is euch. there any particular reason Sorry, why Sankt, ich you war are sehr spying langsam. on me, Winfrieda? This place is Go play with the... all right. Ich hast dir das Ende gar nicht gesehen. I am sorry. Sankt, viel Erfolg auch dir. Pass gut auf dich auf. Halt durch. Bring die Zeit gut rum. Ja, du weißt, wo du uns findest. Fühl dich gedrückt. Fühl dich ganz doll gedrückt. Hey Hans, will the string on this work for the candle wick? That's great, Winnie. Nice work. Let's see then. That means we still need something to make Wieder something to make weiße summon Farbe. then. Getting closer. Zauberbuch. We might actually be able. We will. That's the spirit, Winnie. Najdziemy. Okay. According to Hans, I should be able to make colored dyes from plants and stuff. Aha! There's also a bit here about bees. This could be helpful. Apparently, it goes on Okay, to aber say. das haben wir ja. Okay. Warte mal, können wir mit... I'm not sure, but would this work for a white candle? Chalk? Yeah. Yeah, Ah, that okay. should do nice. Let's see then. Something to make purple dye to somehow steal Mrs. Volk and then... Just two more, and then we're done.
Okay, wir brauchen jetzt noch irgendwas Lilanes. Alles klar. Und wir müssen noch irgendwie das Trockeneis dann rüber schaffen. Ich bin gerade am Überlegen. Wir haben jetzt noch das Buch, aber das Buch hilft uns gerade nicht According to besonders. Hans, aha, there's also a bit. Weil Apparently, it ich goes krieg nur on to noch die say. Bieneninfo. Und die Bieneninfo haben wir ja schon. Wir haben noch die Blumen. Das bedeutet, wir können irgendwas noch mit den Blumen anfangen, auf jeden Fall. Ah. Vielleicht er? All right, Joringel. You want to show your affections to someone, right? No? Well, yes. And you don't know how to express it in words, right? So what if I don't? Well, these Ach, die flowers Grapes. are special Natürlich. in that they express your affection Die for you. Trauben. You don't have to say a word. Think of it like a sign that says, "Hey, I like you." Really? This isn't a trick, is it? This is some kind of trick, Winnie. For crying out loud, do you want to have this or not? Give me it. Please. Please give me one. So, you're going to put it on, or? Yeah, of course. I just... Pass extra auf Go dich away. auf. You're making me nervous. All right, Pass ganz, lover ganz doll boy. auf dich auf. Jeez, so grateful. Pass ganz, ganz doll auf dich auf, Sankt. Trauben. I think I'll leave him now to his, expression of affection. Expression of Affection. Knoblauch und Verdoppler. Okay, dann haben wir die auch. Hans, I think I got something good for purple dye. Definitely. This is great, Winnie. Let's see then. That means we still need to somehow steal Mrs. Vogt's spell book. And then that should do it. You're so close, Hans. Just one last thing. You really have done so well, you know. Thank you, Winnie. Okay. Now for the last According thing. to Hans, aha, it goes Okay. on. Nur da habe ich im Moment keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also wir müssen das Trockeneis irgendwie transportieren. Mit dem Buch wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Die Lunchbox? Ist auch wahrscheinlich Nah, auch keine gute Idee. I'm done with that for now. Die wird das wahrscheinlich auch, wenn ich hier hingehe, dann ist... Is there Okay. This place is boring. Go play with the other children. All right. Ich kann also mich nicht dahin schleichen, um den Schlüssel von dort zu nehmen. Wir müssen doch irgendeinen Vorteil davon haben, dass das Fenster jetzt auf ist, oder? Don't even... Mother, look. Look at this, Mother. Winfrieda, please. I'm busy. Go show your sister. Yay. To Janneke? I'm not giving her anything. Okay, wir haben ihn. Er ist jetzt deprimiert. Er trägt diesen wunderbaren Helm. Die beiden sind miteinander beschäftigt und sie kriegt, glaube ich, gar nichts mit. Das habe ich schon häufiger gehört, Tante Elarix. Und ich sehe, was ihr meint. Okay, in den Schuppen kommen wir aber nur mit dem Schlüssel. I'm not taking any of the work with. Ja, ja, ja. Ja, ja. Du sollst ja auch die Sachen jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Okay, jetzt sind wir wieder an einem Punkt, an dem ich keine neuen Items habe und nicht genau weiß, wie wir weiterverfahren. Wir haben das Buch, mit dem können wir wahrscheinlich nicht viel anfangen. Und wir müssen jetzt das Trockeneis in Wasser hier reinwerfen. Also vielleicht in den Tee? Fragezeichen?
Maybe. Ah. Nun. Froggies. Es gibt Vampire Survivor mit einem Frosch. Was meinst du mit, es gibt Vampire Survivor mit einem Frosch? Achso, die Spielart, aber mit einem Frosch. Aber will man das denn, Böser? Will man das denn? Okay. So this is that dry ice stuff Hans was talking about. I wonder if it will really make as much fog when added to water as he says it will. Ouch! Au. Yikes, that's flipping cold. Habe ich hier was übersehen? Scheint nicht so. Oben ist ja auch nichts mehr. Frog-like. Wow, nice. Brauchst du einen Tipp? Ich überlege gerade noch kurz und dann nehme ich wahrscheinlich einen. Ich bin nur gerade am gucken, ob ich irgendwas verpasst habe. Aber ich vermute mal, das muss irgendwas sein, das entweder mit dem Fenster zu tun hat oder dass ich komplett außer Acht gelassen habe, weil es vorher nichts gemacht hat. Können wir das Bio... Theoretisch wahrscheinlich schon, aber dann bräuchten wir die Sache mit dem Trockeneis nicht. Spellbook, Mother. Away from that book, Winfrieda. I mean it. Ich weiß nicht mal, ob der hilft. Klar, dann hau raus. Ich spiele jetzt Frog-like. Mach das, Digi. Sag uns, ob's gut war. Anna mag ja solche Spiele auch. Marvin, danke für den Look. Und ich hoffe, Persona war gestern gut. Gibt auch eine Demo. Wir müssen mal gucken. Ich meine, Sankt hat ja gesagt, er hat nicht so viele Demos gefunden. Er hat, glaube ich, eine Sache gepostet. Wir müssen mal schauen, welche Demos wir uns angucken. Weil Südo hat ja auch eine ganze Liste gepostet. Ich weiß noch nicht, ob Südo selber welche ausprobieren konnte. Okay. Sie lässt sich ablenken und sie hat uns schon mal gesagt, wodurch. Hey, Mother. Winfrieda. Sie hat mir gesagt, wodurch sie sich ablenken lässt. Sie hat mir gesagt, wodurch sie sich ablenken lässt. Und wenn sie abgelenkt ist, kann ich mir wahrscheinlich den Schlüssel nehmen. Wodurch lässt sie sich ablenken? Indirekt zumindest ihr Buch klauen, das würde sie ablenken. Oh. Kalter Tee. And drink leaf water? Wenn es zu heiß ist. Nah, it's lit now. I'll just leave it shut. Mother, look! Look at this, Mother! Winfrieda, please. I'm busy. Go show your sister. Ohne Hilfe kommt sie da nicht ran. Können die Kids draußen sie durchs offene Fenster ablenken? Ich denke mal, wir müssen das durchs Fenster nachher den Schlüssel hier nehmen. Den hier. Für den Schuppen. Also muss sie wahrscheinlich durch irgendwas im Raum abgelenkt werden. Ich könnte höchstens... Sie wollte mit Hans sprechen, nicht wahr? Hey, Hans. Oh, hey, hey. Hey, Yep. I can help you with your test through the window. All sneaky like. Let's go practice your test. Oh, okay.
So you have something ready to help me? Sure. Sure. Habe ich das? All right then, Hans. Whenever you're ready. I don't need any. Disappear us? Disappear me? No, wait. This is no good. Better just go meet him back at the hideout. Persona 3 wird immer besser und besser. Sorry, Hans. Guess I'm not much help after all. Oh, don't worry, Winnie. We'll get it next time. Ich freue mich schon auf heute Abend weiterzocken. Das ist so gut zu hören. Ich freue mich so drauf. Und das Buch gegen das Zauberbuch meinte Böse vorhin auch, habe ich finally did ausprobiert. it. I'm in the shed. This isn't as cool as I thought it would be. Less shiny, interesting toys, more dust and rusty tools. Ich war in einem wirklich wunderbaren Kindergarten damals. Und wir hatten auch eine Scheune. Und in der Scheune war immer unser Spielzeug. Wir hatten so kleine Becherstelzen und die Förmchen für den Sandkasten und alles Mögliche war da drin. Es war immer toll, wenn der aufging. Das war immer besonders. Das Erste, was mich abends mal nicht an Warhammer denken lässt. Ich freue mich so drauf. Oh, at least there's some gloves we need. Got something for my Es ist so troubles. gut zu hören, dass du Spaß damit hast. Ich freue mich vor allem auch, dass die Persona-Serie endlich mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das war lange Zeit so ein Nischending, genauso wie Yakuza. Die waren beide sehr, sehr nischig. Ich bin froh, dass es endlich ihre verdiente Aufmerksamkeit kriegt. Danke für die Dreier-Serie. Vielen Dank dafür. Okay, Trockeneis. Hans. Hey, Hans. Oh, Hey, let's go. Ich kann dir jetzt helfen, Rauch zu machen. Kippst du All nur right diesen then, Sozialfall Hans. nicht? Whenever you're... Es ist halt entweder du liebst es oder du hasst es. Ich mag es tatsächlich gern, aber wenn man es halt nicht mag, ist es super anstrengend. Disappear me? No, wait. Okay, moment of truth. Hope my aim is good. Oh my. What was that? That was quite an unusual method, but quite effective, I must admit. How did you do that? Science! Science! Tell her it was science! It was just practice, Mrs. Vogt, like you said. What? Well done, Hans. You have indeed passed. You should be proud. Aber ich dachte, da sollte jetzt jede Menge Rauch passieren. What the heck, Hans? Oh, hi, Winnie. That worked wonderfully. With the tea being hot, the sublimation happened even quicker than I calculated. Why didn't you just tell her how you did it? She's always telling us we're wasting our time, putting us in detention. Just when she was impressed, we could have shown her she's wrong. I got the spell book, though, Winnie. Isn't that enough? No. She has to know. She can't always bully us around. She does Ach, er hat care das Buch about you, mitgenommen? Winnie. What about you? This stuff in here you've made, this isn't a waste. This has potential. It has things even witches can use and learn from too. But it was a test for witchcraft. I would have failed. And not just that, Winnie. Mrs. Vogt's whole life is dedicated to witchcraft. And people need time to accept changes like that. Don't you see? No, I don't see. Your experiments deserve attention. No. Not like this, okay? If we want other people to be patient and understanding, then we need to be Nee. patient and understanding too. Okay, Oh. Winnie? Böser, Fine. sei vorsichtig. For now. Hab einen wunderbaren We'll Tag. see eventually. Dankeschön. But Für dich good gedrückt. work. On Pass getting gut the auf book und bereite and dich auf stuff. Wetter vor. You too, Winnie. We made quite a team, huh? Sure. Whatever. I'm going to go find
stuff. But Winnie, wait. That means now we have everything. We have it all now. Wait, you mean the incantation? Let's do it. Das haben wir Then wohl. the candles go here and here. Right. That's good. Okay. Good. Now just read from this bit here, Winnie. Me? Why me? You say it. Winnie. All right, fine. Give it here. Ahem. O great and all-knowing goddess, come to me. Here is the place and time for thee. I wish to open the eye of three. O great and powerful Minerva, allow me to see. That's it, Winnie. It's working. Gift me with your sight and awareness. Open to me my knowing within. Make others' thoughts clear, so it is plain what is mine and what is theirs. So mote it be. Die Eule. Enough. You who will toy with the spirit. You who brings suffering and pain. Me? Suffering and pain? Audi alteram partem. The path is already writ. The girl with the third eye watches, but it is too late. Too late. Third eye? What girl? Me? Not for you. Never for you. The stones will not work. Only for her. Where the girl's eyes are open, yours are forever closed. My test. I need them. Your soul too far corrupted. The third eye girl will empower the dark. You should never have sought to steal her spirit. Bitte was? Steal the spirit? No, my machine. The devil's hand closes in to beget a life of evil. What are you talking about? Hans, what is she talking about? Winnie. So much hate. So much sorrow. So much death. Was redet sie hier? No, stop. Please. Life will be gone. She cannot rejuvenate. Only understand. The word is irrevocably woven, but the pattern is incomplete. Wait, weird? Already woven? Now, in the falling of dusk, the owl of Minerva spreads its wings. Late as it may be, seek the third eye girl who intends to remove you. Remove me? A girl removing me? Yannicka. Reject her hand, and there is no hope for you. Take her hand. Take it. Let it end. Let it end. Let it end. Das ist die Eule. Huh? I don't understand. My third eye can't be opened? Winnie, this is bad. I know it's bad. My test. No, Winnie. If I can't get this telecaminos, then what am I going to do now? Maybe we should stop now, Winnie. Yes, that's it. That's what I have to do. I should have done it from the beginning. Wait, you don't mean... I have to get it. I have to get the amber orb. Winnie, no! The Weiße Frauen. It's nonsense. I'm not failing this. I'm going to prove them all wrong. Mother, Yannicka, all of them. Winnie, if something happens to you... Don't you see? I'm out of time. This is our weird we're talking about. This is my life. I don't want to have a bad fate given to me, Hans. I know, Winnie. I'm just saying that if something happens to you... It has to be her. She's the only one who has seen it. If she won't tell me where it is, then I'll make her show me. But if something happens to you, Winnie, then I'll be all alone again. Gott, so viel Drama. Alles klar. Ich frage mich nur gerade, ob
all das auch passiert wäre, wenn diese Göttin mit der Eule ihr das nicht gesagt hätte. No more fooling around. I'm going to the lake to get the amber orb. But not without her. She's the only one that's seen it. Weil alles. Ja gut, aber sie ist ja jetzt sehr desperate. Ich meine, sie wäre vielleicht jetzt nicht so verzweifelt, wenn sie das nicht gehört hätte. Und ja, man kann jetzt wieder diskutieren, Schicksal hin oder her. Wäre das Gleiche passiert, also war es auch schon Schicksal, dass sie die Dame gerufen haben, aber es ist halt super seltsam irgendwie. Es ist super seltsam, weil eigentlich wirkt sie gar nicht wie jemand, der unbedingt Böses will. Sie ist nur eifersüchtig aus dem Grund, dass sie aber auch gefühlt nicht so sehr, laut sich selbst, nicht so sehr beachtet wird wie ihre Schwester. Sie hat den beiden ja auch geholfen. Und klar, sie hat den ein oder anderen Streich gespielt, aber sie hat ja nichts wahnsinnig Schlimmes gemacht. Sie kümmert sich ja auch gut um den kleinen Drachen hier. Ich denke auch, weil es selbst dann die letzte Option für sie wäre. Möglicherweise. All right, Yorinda. No more of this not talking game. Tell me where you saw the amber orb. Look, I know you told Mother about it, okay? I saw it myself. In the classroom, she asked you what happened when you fell in the lake. So, you wrote about it. You wrote it down. You wrote about seeing the orb. Everyone saw the note, so there's no use lying about it. Yorinda, I've helped you with your silly boyfriend. So now it's your turn to do something for me. I need this. If I don't get that orb, I'm gonna fail my test. Don't you get it? Aren't you my friend, Yorinda? Good. Then let's go already. And with the dusk, the time for a new beginning arrives. What do you think, Hans? Isn't it beautiful? How fortuitous it is. Of all the moments for the Protector to neglect its duty in the search of its infant, I wonder, will the girl from the West Woods watch over this very moment? Who knows? Perhaps. What does it matter? By then, I would have had my fun. Yorinda, what are you doing? Is this it? Is this the spot? Oh, Hatten wir den hello Teufel? there, young one. Wir hatten den Teufel hier schon gesehen, nicht wahr? Say, you don't suppose you could help an old man, could you? I'm ever so thirsty, but Ja, these waters wir don't hatten ihn appear to be mit Anna auch schon gesehen. Ich habe mich an ihn gar nicht mehr Huh? erinnert. Thirsty? I don't have time for... Wait. This jacket. Whose is this? Whose jacket is this? You children, you don't listen, do you? Weil I wir hatten ihm also told angeboten zu him about helfen. these waters. But you people don't listen. Him? He... No. I told the boy it wasn't safe, but he jumped in anyway. No! Hans? Hans! Winfrieda, what is the meaning of this? Hans! You wicked child. You sent him in for the orb? No! No! He was just a boy, but you sent him anyway. For what? No! It's not like that, Hans. Das ist halt auch das. Sie hat ihm ja Where nicht your gesagt, er sister soll sie has holen. succeeded, you have failed. It was a test of moral, Winfrieda. A mere test of moral. Why, Winfrieda? No! Wait! And so the word is seen clearly by all, and I shall now decree Okay. its path. Yon Yanake, on you the norms weave eternal.
youthful beauty, a fate of wealth, and the king's hand in marriage. No. No. But for you, Winfrieda, you, the norms weave differently. You shall be cursed with an appearance to match your cold, ugly heart. No. Aber sie hat doch gar Mother, keinen Sohn. please. Bitter and alone as you may be, the world will see you as you are. No, it's not true. Yorinda, tell them. Yorinda? Help Sie hat me. doch gar nichts Böses getan Mother, in dem Sinn. Mother, please. I'm sorry, Winfrieda. I tried to make it right for you, but this is now the will of the Norns. But Mother, Mama, please. Winfrieda, be gone with you, child. No. No. I'm so sorry, Winfrieda. No, you. No! I'll get you back for this. Hieß es nicht, sie soll die Hand nicht wegschlagen? Sie soll die Hand nicht get ausschlagen? you all! Oh, hi Dufti. Entschuldige. And so it was that the girl alone had done the impossible, and gave forgiveness where all others gave none. But try as she might to reconcile wrongs of the past, the hour was late, and the witch's hurt grown too deep and dark. Regardless, the girl of the West Woods had brought peace once more, and the people celebrated and rejoiced. Despite all the riches and rewards offered, the girl wanted but one and made her farewells. For no matter what might have passed, what travels and trials succeeded, it was all for a cause not forgot. And so we shall always remember the courage of that girl and the strength in the innocent of heart. Puh, okay. Wow. Alles gut, ich bin überrascht, was für eine dramatische Szene. Ja, du bist gerade tatsächlich in die letzte Szene reingeplatzt. Wie geht's dir denn? Ich hoffe, alles ist wunderbar bei dir. Okay, die Stelle mit Anador kannte ich nicht. Als wir das erste Mal an den See gelaufen sind, stand er eben auch dort und meinte, ich habe Durst, könntest du mir Wasser bringen? Oder könntest du mir... Nee, er fragte einfach nur, kannst du mir helfen? Und sie sagte lediglich, klar, kein Problem. Was ist denn los? Wo ist das Problem? Und dann meinte er, nee, alles gut. Das hat sich eigentlich schon erledigt. Das war nicht der Magier, das war doch der Teufel. Jawohl, der Teufel hat in dem Fall geurteilt. Und quasi das Schicksal ausgesprochen. Das war eine sehr, sehr, am Ende tatsächlich sehr, sehr unfaire Geschichte. Book by its cover, ja, absolut. Nur... Es ist schwer, irgendwas zu der Geschichte zu sagen, weil ich habe euch ja schon mal gesagt, ich finde eine traurige oder schwere Vorgeschichte eines Menschen bekräftigt und beschönert nicht, wenn man andere Menschen schlecht behandelt.
Nur weil mich jemand schlecht behandelt hat, heißt das nicht, dass ich das Recht habe, jemand anderen schlecht zu behandeln. Man kann zwar immer noch traurig sein oder Mitleid haben oder nachvollziehen können, warum jemand dann vielleicht nicht so gut mit anderen Menschen kann, aber ich finde, man sollte halt daraus lernen. Und sie hat definitiv Dinge getan, die nicht gut waren. Aber im Endeffekt ist halt alles, was ihr passiert ist, die Geschichte gewesen von jemandem, dem man nicht zugehört hat. Und das ist super traurig tatsächlich. Weil das ist so ein bisschen dieses... Das Ende der Geschichte ist sehr traurig, weil es dir eigentlich vor Augen führt, dass zumindest in der Welt dieser Geschichte, egal was du machst, es keinen Unterschied macht. Weil sie hat nichts angestellt in dem Sinn. Klar, sie war jetzt nicht super hilfsbereit und die super netteste Person überhaupt, aber sie war ja niemand, der irgendjemandem großartig Schaden zugefügt hätte. Sie wurde aber trotzdem dafür verurteilt. Man hat ihr gesagt, sie hätte jemanden willentlich quasi in den Tod geschickt. Ja, ich weiß nicht so recht. It's kind of sad. Das ist halt dieses, egal was passiert, niemand will dir zuhören. Und das ist eine sehr traurige, sehr, sehr traurige Sache. Ja klar, natürlich, sie hat ja zwischendrin Dinge gemacht. Sie hat natürlich zwischendrin Dinge gemacht, die nicht gut waren, wie gesagt. Aber halt der Moment, in dem sie verflucht wurde, in dem ihr dieses Schicksal aufgetragen wurde, ist halt absolut nicht angemessen gewesen. Dass sie danach verzweifelt wurde und dann Dinge getan hat, da hat sie sich selbst verloren und das ist nicht gut zu schreiben, vor allem auch nicht, nachdem wir ja gesehen haben, dass Jorinde da Dinge zugestoßen sind und dass sie auch versucht hat, Anna zu schaden. Aber der Punkt an ihrer Vergangenheit ist halt so ein Ding. But, Mama? Yes, my dear? Do you think we'll ever see Anna again? I cannot say. Only the Norns can know now. Oh, of course. But it's just, if Auntie Winfrieda had all that happen to her, just because we were tricked by this wanderer. Come now, Bernhard, it's late. Let's not concern ourselves with him right now. Okay, Mama, but tell me just a little bit more. All right, just a little. Jetzt will ich mir... Hallo? Ihr könnt doch nicht sagen, ja klar, noch ein bisschen und dann nichts bringen. Was ist denn das? Ich dachte, wir kriegen hier noch eine Nachtgeschichte. What happened? Das könnt ihr doch so nicht machen. Okay, gleich mehr dazu. Ah, schon. Alles gut soweit, das ist schön zu hören, Lufti. Und selbst, ich habe heute ein bisschen Rückenschmerzen, ansonsten ist eigentlich alles okay. Ansonsten kann ich im Moment nicht klagen. Danke der Nachfrage. Gibt's denn irgendwas Neues bei dir, Mensch? Wir wissen auch nicht, was in der Zwischenzeit... Jawohl, Vorspiel ist super, das ist sehr gut zu hören, Tigi. Vielleicht müssen wir dann mal die Demo ausprobieren. Eben Hans hat das für sich selbst entschieden. Und vor allem heißt das, dass der Teufel auch Anna getrickt hat, leider. Ich fand nur den Abgang von ihr sehr schade, also die Art und Weise fand ich nicht angemessen. Das war mal der Cliffhanger für den zweiten Teil, den es nie geben wird. Ich dachte auch, ich habe immer Annas Quest 2 irgendwo gelesen, aber in dem Fall gab es nie Annas Quest 2. Ich weiß nur, dass häufig danach gesucht wurde und alles. Das ist ein Detekspiel und es hat ein Ending. Ich glaube, muss man das Spiel auch mal geben. Also wenn du es noch nie gespielt hast, mach das. Annas Quest ist ein wunderbares Spiel. Auch wenn wir jetzt gerade das Ende diskutieren. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für dich dann. Aber ja, es ist ein sehr gutes Spiel. Ach, warte mal, ihr meintet hier im Menü ist es sehr laut, nicht wahr? Warte, dann machen wir hier ein bisschen leiser.
Geht das so? Oder ist es immer noch sehr laut? Lass mich mal ganz kurz hier reingucken. Oh. Okay, das sind nur die Credits nochmal. Ich frage mich, ob wir hätten Screenshots machen können. Habe ich da irgendwas verpasst? Hm. Okay. Ja, der geht nur noch nicht mehr developed, sondern nur noch published. Wird es keinen zweiten Teil geben, außer jemand nimmt sich die Rechte vom ersten Teil und baut darauf auf. Aber ich denke, das tut Poki auch noch. Wartet mal ganz kurz. Weil... Ich muss das jetzt fragen, weil ich es tatsächlich nicht weiß. Bei mir war nämlich so, dass hier andere Leute dran... War das ein Inhouse-Spiel? Weil das ist halt die Frage. War das ein Inhouse-Spiel in dem Fall? Okay, lasst mich sehen. Ich glaube, Panna muss die Demo nicht testen zu dem Vorspiel. Hihi. Ist das so, Tigi? Der Dedek, ja, jawohl. Mein Problem, das ich mit der Dedek meist habe, ist, dass die Spiele immer super geile Storys haben, schön geschrieben sind, aber die Endings einen gerne mal ohne große Vorwarnung vor die Tür setzen. Das hatte ich hier zum ersten Mal nicht so empfunden. Das ist es mir wert. Also theoretisch hat es ein abgeschlossenes Ding, aber du kriegst am Ende trotzdem den Cliffhanger, weil wohl mal ein zweiter Teil geplant war, der aber nicht kam und eventuell nicht mehr kommt. Herausgegeben, umproduziert von der Dedek. Okay. Also es wird schon ganz am Ende nach den Credits zumindest geteasert, dass da noch was kommen sollte. Wird aber wahrscheinlich nicht mehr passieren in dem Fall. Okay. Die Sache ist, ich werde jetzt ganz kurz übers Ende reden, weil es lief ja gar nicht. Wenn du dich nicht allzu sehr spoilern möchtest, vielleicht kurz nicht hinhören. Alles klar, Dankeschön. Gut, ich mochte das Spiel. Ich mochte das Spiel tatsächlich mehr, als ich dachte. Ich mochte die Quests. Muss leider auch schon weiter, darum passt das. Alles klar. Dann danke fürs Reinschauen auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut und schön, dass du in dem Fall direkt ein Spiel entdeckt hast, das vielleicht was für dich ist. Ich glaube, Annas Quest ist auch immer mal wieder im Angebot. Ist wahrscheinlich auch gar nicht so teuer, weil das ist ja schon recht alt. Also, ja. Vielen Dank fürs Dasein. Das Game ist jetzt auch schon 9 Jahre alt. Zweiter Teil war so unwahrscheinlich. Ja. Gerne, bin halt vor selten hier. Manchmal passt es einfach nicht. Es ist halt immer so ein Zeitding, ne? Kommt auf die Liste. Danke für den kurzen Einblick und bis bald. Dankeschön fürs Dasein. Dankeschön für die netten Worte. Ich freue mich, dass es auf der Liste landet, weil es ist ein Spiel, das hat es verdient. Und bis bald. Danke fürs bis bald sagen. So, meine Sache ist, wie gesagt, ich fand die Charaktere sehr gut, die Synchro war sehr gut. Ich mochte die Geschichte und die Kapitelaufteilung eigentlich ganz gern. Ich bin zwar hier und da hängen geblieben, aber das lag nicht am Spiel, das lag einfach an mir. Und
An und für sich mochte ich alles an diesem Spiel. Nur das Ende fand ich irgendwie ein wenig deprimierend. Weil ihr quasi ein Schicksal aufgezwungen wurde. Es wurde ihr aufgedrückt. Aus eigentlich nicht ganz... aus eigentlich nicht gerechtfertigten Gründen. Und somit hat sie halt nicht nur ihren besten Freund verloren und vielleicht der Einzige, der gefühlt sie versteht, zumindest laut ihrem Gefühl, sondern ihre Familie hat ihr den Rücken gekehrt. Und naja, theoretisch wurde sie schlichtweg verflucht. Für nicht viel. Dafür, dass sie versucht hat, jemand zu sein, der anerkannt wird. Ich mochte das Ende, weil das Dinge mal vor Augen führt, die gerne einfach schweigend zur Kenntnis genommen werden. Hat halt so einen aufklärerischen Aspekt. Gebe ich dir an und für sich recht? Aber ich glaube, genau das ist der Grund, warum mich sowas immer sehr deprimiert. Das Teampage ist großartig, featured verharmloster Vandalismus, Hinrichtung für die ganze Familie und dann, ich weiß, und entdecke die inneren Werte eines Einhorns. Ich hatte das gelesen und dachte mir so, oh Gott, das wird bestimmt blutig wie sonst was. Und dann war ich mir nicht sicher, ob ich gerade in dem Moment Bock darauf habe. Aber es war anders gemeint, als es da stand. Also ja. Spiel enthält eine wichtige Lektion, wenn dir eine helfende Hand gereicht wird, akzeptiere diese. Man wird sie dir kein zweites Mal reichen, wenn du sie ablehnst. Theoretisch gebe ich dir recht, Moon. Die Sache ist nur... Und hier finde ich, genau an dem Punkt finde ich das nämlich schwierig. Wie willst du eine helfende Hand greifen, von der du nicht denkst, dass sie dir hilft? Sie ging ja nicht davon aus, dass irgendjemand ihr was Gutes will. Sie ging davon aus, dass die Leute Dinge tun, um sie schmäler dastehen zu lassen. Das war falsche Auffassung von ihr, ganz klar. Aber wie willst du die Hand nehmen? Aber sie wusste von der helfenden Hand, das ist richtig. Sie hätte halt auf die Prophezeiung hören sollen, zweimal. Hat sie nicht getan. Trotz allem ist es halt hart. Was es allerdings gut macht ist, und das ist, glaube ich, das, worauf Södo hinaus will, ich glaube, der Grund, warum es mich ein bisschen frustriert ist, weil, kurze Geschichte aus meiner Vergangenheit, ich hatte mal eine junge Dame in der Klasse, damals in der Schule, die definitiv als Problemkind galt. Sie war sehr vocal, sie hatte eine sehr strenge Aussprache. Also sie hat gerne Worte benutzt, die vielleicht in dem Alter nicht unbedingt hätten benutzt werden sollen. Sie hatte definitiv auch Probleme mit zwischenmenschlichen Beziehungen und wirkte immer sehr aggressiv. Sie kam eigentlich mit niemandem wirklich gut aus, weil die meisten Leute sie gemieden haben. Aber die Sache war, sie war eine unglaublich freundliche Person. Ich habe mich oft mit ihr unterhalten. Ich habe mich einfach nur mit ihr ganz normal unterhalten. Und sie hat mich genauso behandelt, wie ich sie auch behandelt habe. Aber sie ging halt von Anfang an davon aus, dass Leute sie so sehen, wie sie dargestellt wurde. Und wenn halt die Hand, die ausgestreckt wird, normalerweise die Hand ist, die dir ins Gesicht schlägt, zuckst du erstmal zurück, bevor du nach der Hand greifst. Darum ist es so schwer, dem Rat zu folgen. Eben, genau das ist es halt. Genau das ist es. Es ist halt super schwer, weil in der Situation gibt es halt nur die Möglichkeit, über Zeit hinzugehen.
und der Person klarzumachen, dass du ihr nichts Böses willst. Aber die Zeit wurde ihr halt nicht gegeben in diesem Spiel. Ich weiß nicht, vielleicht wäre das geplant gewesen, vielleicht wäre auch eine komplett andere Story geplant gewesen. Vielleicht wäre auch irgendwas anderes noch hinten dran gekommen, das eben diese Zeit genommen hätte. Aber daran hat mich das halt so ein ganz klein wenig erinnert. Nichtsdestotrotz ein gutes Spiel, das mal ein anderes Ende hat. Das mal nicht das Ende hat, an das man vielleicht denkt. Und das wieder mal klar zeigt, dass manche Dinge im Leben einfach unfair sein können. Und das mal wieder klar zeigt, dass man ein offenes Ohr haben sollte für das, was Leute einem erzählen. Man sollte nicht immer alles glauben, man sollte aber definitiv zuhören. Chat, wenn ihr könnt, seid Menschen, die anderen Menschen zuhören. Versucht darüber nachzudenken, was andere Menschen euch sagen und warum sie es tun. Und bildet euch daraus eure eigene Meinung. Weil es ist nicht immer alles so, wie es im ersten Moment wirkt. Manchmal legen uns Menschen, also uns als Mensch, werden uns Dinge auferlegt, die uns dazu bringen, nach außen hin gewisse Dinge zu tragen, die vielleicht auf andere Menschen anders wirken oder die vielleicht abschreckend wirken sollen, rein aus Selbstschutz. Seid vorsichtig, Menschen sind kostbar. Okay, alles klar. Genug Moralapostel. Entschuldigt, das wurde ernster, als ich eigentlich wollte. Okay, einmal strecken. Oh Gott. Okay. Und es bedeutet aber auch, Chat,